Digga, wieso ist mir nie deine Augenfarbe aufgefallen? Ich bin gerade low-key geschockt. Also ich habe schon eigentlich immer so, dass man das gut sehen kann. Ist so, nein, gar nicht. Nein, hast du nicht, nein. Gar nicht. Du bringst es gar nicht in Szene, Digga. Also, hätten mir Gott solche Augen gegeben, ich schwör's dir, also ich würde nur noch so Videos machen. Die Kamera. Leute, kennt ihr das? So. Seht ihr meine Augen? Oh Leute, ich habe voll die langweilige Augenfarbe, oder? Soll ich mal so ein Video machen einfach? Mach mal. Wir haben letztens... so richtig pick me. Ich war in Amsterdam im Girl und da haben wir so Iris-Shots gemacht. Und auf meinem Ausweis steht drauf, dass ich grün-braune Augen habe. Die sehen auch ein bisschen grau aus. Grau, aber eigentlich sind die komplett blau. Die sind komplett blau und innen drinne sind halt so braune Nuancen mit drinne. Und deswegen wirkt das manchmal, als wäre das so und so ein bisschen gelb auch drin und manchmal im gewissen Licht sehen die dann halt sehr grün aus. Aber eigentlich sind die komplett blau. Die sind aber wirklich sehr, sehr schön. Dankeschön. Bitteschön. Laufen wir schon? I don't know. Ah, wir laufen schon. Oh, sorry. Ja, dann herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir hatten jetzt eine kleine Osterpause. Ich hoffe, ihr habt die Zeit mit eurer Familie genießen können oder mit euren Freunden. Ich war tatsächlich mit meiner Family in Polen und hatte sehr schönes Osterfest. Und ja, wir sind wieder back. Der Frühling hat begonnen, die Blumen, die Pflanzen blühen wieder. Alles sieht so schön aus draußen in Berlin. Scheint jetzt tatsächlich wieder regelmäßiger die Sonne. Die Leute sind auf den Straßen. Und ich habe auch tatsächlich so langsam mein Neujahrstief überwunden. Mir geht's richtig gut. Also ich merke richtig, wie der Frühling aktiv auf mich wirkt und ich wieder richtig viel Lebensfreude habe und richtig Lust habe, Sachen zu machen und natürlich auch heute wieder eine wunderschöne Folge zu drehen mit Blessed. Hi. Willkommen in meinem wundervollen Studio. Du bist 2 Stationen gefahren, du bist gut hier angekommen. Sehr gut, Ist alles gut bei dir? Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich wohl. Ja? Ja. Dann würde ich mal sagen, kannst du dich gerne einmal vorstellen bei den Leuten, wer du so bist, was du so machst? Okay, also ich bin Blessed, 32 Jahre alt und bin bekannt für meinen Serien- und Film-Content oder auch Anime-Content. Aber ab und zu schweife ich auch von diesem Content ab, um mich ein bisschen gesellschaftskritisch zu äußern. Mein Lieblingstarget momentan sind Dating-Coaches. Ich liebe es, diese richtig zu fronten. Gerade wenn die so toxisch-maskuline Glaubenssätze haben, dann versuche ich die immer dahin irgendwie zu korrigieren. Und ja, daher kennt man mich. Ist schon verrückt, dass man echt heutzutage immer noch so viele Leute hat, die erstens den Content machen und zweitens so viele Menschen, die das auch so richtig aufsaugen. Obwohl wir eigentlich gerade in so einer Phase sind, wo so diese ganze Aufklärung richtig präsent ist, so, ne? Ja, tatsächlich hat mich das geschockt, dass das in 2026 immer noch so ein Ding ist, dass dieses ganze Red Pill Movement noch existiert. Das was? Das Red Pill Movement. Was heißt Red Pill Movement? Ach, das weißt du gar nicht. Was ist das Red Pill Movement? Also das Red Pill Movement ist wurde ins Leben gerufen durch den Film Matrix. Kennst du den Film Den Matrix? check ich, ja. Du kennst doch, man hat diese Wahl Ja, zwischen... blaue, rote Pille. Genau. Die blaue Pille ist quasi, dass du ja ganz normal weiterlebst und sonst was. Und die rote Pille ist quasi, dass du alles siehst. Ja. Und in dieser Ideologie geht es meistens darum, auch ein Feindbild zu schaffen. Und das ist in den meisten Fällen quasi die Frau. Okay. Und dann bemitleiden sich da ganz viele Männer selbst und sagen, ja, die Welt hasst uns und alles ist so ungerecht und Frauen bekommen alles immer so quasi vor die Füße geworfen und haben schon einen Wert und kommen mit diesem Wert schon auf die Welt. Und Männer müssen sich diesen Wert erst erarbeiten und deswegen ist es halt wirklich ein sehr misogynes Movement, das erstmal so als Self-Improvement anfängt und dann geht es immer weiter in so eine richtig toxische Richtung und ich bin da damals in so einem Rabbit Hole gelandet. Und habe das alles gesehen und dachte mir so, Alter, dagegen muss jemand was unternehmen. Okay. Also, weil die nehmen sich meistens verzweifelte junge Männer, die es halt nicht besser wissen. Die so ein bisschen unter Male Loneliness quasi gerade leiden, weil alles so ein bisschen sich verschiebt. Ich finde, die sind noch nicht einsam genug, aber ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, manche müssen eigentlich noch mehr, ja. Manche müssen echt noch einsamer werden tatsächlich. Und das ist eigentlich so ein Ding, das Red Pill Movement stirbt langsam auf, weil immer mehr Leute aufwachsen, weil mittlerweile checken Leute, dass diese sogenannten Coaches kein Interesse haben,
dass es den Männern besser geht. Nein, den Männern und jungen Männern soll es schlecht gehen und die machen daraus eine Geschäftsidee, Natürlich, die bieten Kurse die wollen den an. Hass schüren und sowas, damit die Leute immer wieder bleiben, Frauen sind scheiße. Genau. Und das dann die ganze Zeit füttern und so, ne? Und dann haben die natürlich auch Kurse, die sie anbieten. Ja. Ja, und die kaufst du dann und dann zeigt dir dann so ein Alpha-Coach, wie du richtig schön maskulin, männlich und wie du die ganzen Frauen bekommst. Und Ja. hast du nicht gesehen. Und der Kurs kostet dich dann vielleicht nur, keine Ahnung, eine halbe Niere. Ja. So, und wenn du es halt nicht besser weißt und halt ein junger Dude bist und so eine Kacke halt, sorry, wenn ich das sage, konsumierst, dann glaubst du darfst halt ja alles wirklich, raushauen. dann Alles glaubst du halt wirklich daran, dass Frauen so der Feind sind und dass keine Frau bis auf deine Mutter dich wirklich liebt und das ist einfach nur schrecklich. Also das ist furchtbar und ich denke, ich sehe es als meine Aufgabe als Mann, genau diese Männer zu kritisieren und zu fronten und Ja. halt auch das, was die sagen, quasi dieses ganze Ding aufzudecken, weil ich finde, die schaden halt einfach gerade jüngeren Männern und so ein Content sollte eigentlich von jeglicher Plattform verbannt werden, weil so entstehen halt Incels. Ja, check ich. Du bist ja jetzt 32. Ja. Du bist auf jeden Fall nochmal, also ich will jetzt nicht dein Alter blamen, so, aber du bist ja nochmal 5 Jahre älter als ich. Würdest du sagen, dass du früher auch so toxische männliche Züge an dir hattest, so in deiner Kindheit, dass du irgendwas von zu Hause mitgegeben bekommen hast oder so im Außen gelebt hast und sich das jetzt verändert hat? Oder war das immer schon so dein Mindset, was du jetzt gerade gesagt hast? Tatsächlich muss ich wirklich sagen, dass ich, obwohl ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, gerade auch in der Hochhausregion, wo es sehr viele Beispiele für toxische Männlichkeit gegeben hat. Plattenbau jetzt meinst du, Ja, ne? so Plattenbau, so halt Hood, halt Bonn, Ja. 5-3. Zu Hause habe ich das nicht gespürt, weil ich bin ja mit 5 Brüdern aufgewachsen. Meine Mutter ist quasi das einzige Mädchen, die einzige Frau so zu Hause und da wurde die Arbeit fair aufgeteilt. Wir haben Wäsche gemacht, wir haben gekocht, wir haben all diese ganzen Sachen schon vorher gemacht. Bist du nur bei deiner Mutter aufgewachsen? Mit meiner Mutter und meinem Vater tatsächlich. Okay. Also diese klassischen Geschlechterrollen gab es bei uns nicht, obwohl ich eigentlich sehr streng konservativ aufgewachsen bin. Okay. Mein Vater Pastor, meine Mutter auch sehr, sehr religiös. Oh, krass. Ich bin in einem sehr streng religiösen Haushalt aufgewachsen. Und da sollte man eigentlich meinen, dass ich dann auch genau solche Glaubenssätze oder so eine Einstellung habe, was eine Frau zu tun hat. So eine Frau macht Wäsche, Küche, das. Nein. Wir haben relativ im jungen Alter, so 6, 7, halt schon angefangen. Mit meiner Mutter habe ich angefangen zu kochen, zu putzen und wir haben uns alle gegenseitig unterstützt. Also es gab nie das sind nur Frauensachen oder was machen nur Männer. Das waren für mich halt so der Bare Minimum Alltag. Ja, so, das macht jeder Erwachsene. Erst als ich älter wurde und zur Schule gegangen bin und dann irgendwann auch so dann mehr ins Internet gekommen bin, habe ich gemerkt, dass da wirklich so ein Ding ist von wegen, diese Sachen werden eher Männern zugesprochen und das eher Frauen. Und ich habe. Aber dein Vater hat auch quasi mitgezogen. Also der war dann auch der hatte zwar Pastor, aber hatte nicht diese konservativ-christlichen Eigenschaften irgendwie im Haushalt dann, oder was? Nee, also mein Vater hat selber immer mit angepackt. Okay. Also mein Vater auch, als meine Mutter beispielsweise für eine Woche in Afrika war. Ich habe meinen Vater vorher nie kochen sehen. Okay. Und ich und meine Brüder hatten eigentlich schon besprochen, so, ey, wenn Mama jetzt weg ist, wir müssen ihn unterstützen. Okay. Wir müssen ihn unterstützen und wir teilen die Arbeit unter uns Brüdern auf. Wer kocht wann, wer kauft ein, wer macht Wäsche und all das, sodass wir den Haushalt irgendwie deichseln, während meine Mutter weg ist, dass sie nicht zurückkommt und da das ganz absolute Chaos auf sie wartet. Und dann sind wir eines Morgens aufgestanden und es roch einfach so, als würde meine Mutter in der Küche stehen. Und dann gehe ich so in die Zimmer, ich so, kochst du nicht gerade? Sagt die so, nee, ich koche nicht. Ich dachte, Cornell kocht. Wir gehen so ins Zimmer, der zockt. Ich so, okay, wenn ich nicht koche und du nicht kochst. Und wir haben noch einen ganz kleinen gehabt, der definitiv der konnte nicht kochen. Und dann dann gibt's nur eine Möglichkeit. Papa kocht. Und wir alle so, nee. Krass. Und dann gehen wir in die Küche und dieser Mann steht da. Und hat original das gekocht, was deine Mom sonst immer gemacht hat, oder? Tatsächlich sogar besser. Geil. Und das war das Verrückte. Geil. Also hat immer gut aufgepasst. Ich sag dir ehrlich, also mein Vater hat die Woche, wo meine Mutter da war, Gerichte rausgehauen, die wir so noch gar nicht kannten, nur um danach nie wieder in die Küche zu returnen. Also er hat seinen Soll getan für eine Woche. So, und ich war mit zu meiner Mutter gegangen, ich so, warum hat Papa nie gekocht? Die so, ja, weil ich es ihm nicht erlaube, das ist meine Küche. Ah, krass, okay. Also meine Mutter hatte die Hosen an zu Hause, also sie hatte das letzte Wort und ja, aber mein Vater konnte auch kochen. Sehr geil. Ja, deswegen.
Ist jetzt nur eine Mutmaßung tatsächlich, weil ich ein Video von dir gesehen habe, aber du hast jetzt gerade so konservativ-christlich angesprochen und du bist ja auch der Älteste im Haushalt. Ja. Stimmt es, dass du in ein belgisches Internat musstest? Na, ich Gott sei Dank nicht. Okay. Aber das war so eine kongolesische Art. So, wenn du Scheiße gebaut hast in der Schule, bam, geht's in ein belgisches Internat. Okay, ich hab's noch gerade so geschafft, aber ich kenne sehr, sehr viele, die in ein belgisches Internat mussten. Okay, und was passiert dann da so? Was ist so dieser Standard? Was wird da gemacht? Also ich habe so viele Horrorgeschichten von da gehört. Tatsächlich ist es so mäßig schwer Erziehbare. Wenn du dann zum Beispiel in Deutschland wirklich nur Quatsch machst, schicken dich deine Eltern in ein belgisches Internat, weil in Belgien die Lehrer da wirklich ein bisschen strenger sind. Also da ist hast du wirklich einen geregelten Tagesablauf, du hast nicht so viel Freizeit. Also du verbringst die meiste Zeit wirklich im Internat und hast dann vielleicht die Wochenenden, um dann irgendwas zu unternehmen und dann aber auch feste Uhrzeiten mal wieder. Also einfach sehr streng. Sehr, sehr, sehr streng. Okay, alles klar. Okay. Und ich wollte nie dahin. Ich hatte immer Angst davor. Aber wurde dir damit gedroht auch so? Ständig. Ständig. Ich schick dich ins Internat, Junge. Okay, ja, oder du wirst nach Afrika geschickt. Okay. Eins von beiden. So. Das ist auch harte Aussage. Ja, aber damals, also heute denke ich mir so ein bisschen problematisch, so einfach wegzuschicken, aber damals war das so, oh mein Gott, das war die größte Angst. Ich will bloß nicht nach Afrika oder ich will nicht nach Belgien. Aber haben die dich auch damit gekriegt so? Also wenn die das gesagt haben, warst du dann so still und hast dann keine Scheiße mehr gebaut, erstmal für einen kurzen Zeitraum, oder? Ja. Ja, okay. Ich meine, ich hatte halt das härteste Pflaster, mein Vater war Lehrer. Das heißt, Lehrer und Pastor? Ja, also Pastor hat er nicht irgendwie mit Geld verdient. Okay. Also der hat ja so gepredigt. Okay. Ja. Er war Lehrer. Der hat halt genau die Fächer unterrichtet, die ich gehasst habe. Mathe, Geschichte und Physik. Und der hat dir das zu Hause reingeprügelt quasi. Ja, du hattest wirklich, du hast Tränen auf meinen Arbeitsblättern gesehen. Das ist ein Ding früher gewesen, oder? Mein Vater, also der konnte mir das zwar nicht beibringen, aber ich war auch so zu Hause und dann hatte ich so eine schlechte Arbeit nach Hause mitgebracht, so irgendwie eine 5 in Mathe. Und der konnte mir das zwar nicht beibringen, aber der hat mir so das Buch auf den Tisch geknallt und meinte, du lernst jetzt so irrational, so 5 Stunden Mathe, so. Und dann warst du so richtig traurig und dann ist so die Tinte mit den Tränen so ein bisschen verwischt einfach. Das war ein Ding früher. Ja. So will ich es aber bei meinen Kindern nicht machen. Mach ich nicht. Ja, gut. Dann lass uns doch mal so ein bisschen drauf eingehen. Du bist jetzt 32. Wann hast du so mit Social Media angefangen? Das war, glaube ich, zur Covid-Zeit. So geil, ich habe auch mit Covid angefangen. Ja, genau. So 5 Jahre ungefähr jetzt, so 5, 6 Jahre? 5, 6 Jahre tatsächlich. Und das war mehr Zufall als gewollt. Wie ist es entstanden? Was hast du vorher gemacht? Ganz viel. Also ich habe den Sport... Gib mal kurz einen Rundown. Einmal so 5 Sachen, die bei dir so standen, was du so gemacht hast. Sport- und Fitnesskaufmann, Personal Trainer, Krankenpfleger. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe in der Gastro gearbeitet, ich hatte eine Ausbildung bei Aldi angefangen und abgebrochen, ja. Wie ist es dann dazu gekommen? Was war so dein erstes Video? Mein erstes Video war halt so wegen Covid. Ich kam aus einer Beziehung, einer 3-jährigen Beziehung, bin dafür nach Hamburg gegangen, kam zurück und habe auf einmal keinen Job mehr gefunden und nicht mal bei einer Corona-Test-Station, gar nichts. Okay. Und dann ist halt auch ein Schicksalsschlag passiert. 2019 ist mein Vater verstorben. Mein Beileid. Danke. Und da war ich halt sowieso total orientierungslos und wusste eigentlich gar nichts mit meinem Leben anzufangen. Und dann noch eine Beziehung zu Ende, das ist natürlich auch also alles, hart, ne? Es kam alles auf einmal. Ja. Also auf einmal war ich so, wie alt war ich? 25 Jahre alt, hatte meinen Vater verloren und habe mich wieder übelste Versager gefühlt und habe gedacht so, Digga, ich bekomme gar nichts irgendwie hin. Bin von zu Hause abgehauen, hab bei einem Kollegen in so einem engen Kinderzimmer gepennt. Okay. Und eine Freundin hatte gesagt so, hey, Blessed, du bist eigentlich so ein lustiger Typ, weil ich habe mir das nie von außen anmerken lassen. Ich wollte nicht, dass mein Umfeld weiß, wie schlecht es mir wirklich geht. Und sie kam dann irgendwann mit dieser Idee, TikTok zu machen. Und da gab es einen Schlüsselmoment, der dazu geführt hat, dass ich mein erstes TikTok aufnehme. Ich habe damals in so einem Kostümladen gearbeitet. Ja. Und dann kam so ein älterer Herr rein und meinte so, hey du, und er hat die ganze gepfiffen, geschnipst und ich habe das schon von der Gastro gehasst, wenn du mich anschnippst. Also jeder, der in der Gastro... Du wirst wie so ein Hund behandelt, Alter. Ja. Jeder, der in der Gastro gearbeitet hat... 6 Jahre, Junge. Ich hab's hinter mir. Ich weiß, ja. Das geht gar nicht. Und dann hat er noch einen Kommentar gemacht und meinte dann irgendwas mit so, hey du, Schwarzafrikaner. Und ich dachte mir so, what?
excuse me? Okay, krass. Ich habe mich langsam umgedreht und ich dachte mir so, das ist jetzt ehrlich nicht, ne? Der meint nicht mich. Ja. Ich habe halt erstmal gar nicht darauf reagiert. Ich dachte mir so, nee, das ist nicht mein Name. Und dann habe ich gemerkt, das Schnipsen wird lauter und die Stimme kommt immer näher. Ja. Und dann drehe ich mich langsam um und dann steht da ein älterer Herr vor mir und sagt so, bist du taub? Sprichst du kein Deutsch? Und ich denke mir so, oh, es wird immer besser hier. Ja. Ne? Und dann versucht er da mit gebrochenem Englisch da irgendwie zu gestikulieren. Ich so, ich verstehe sie. Ne? Und dann meinte ich kann der, Deutsch. Ja, und dann so, ja, und warum reagierst du nicht? Ich so, weil mein Name nicht Schwarzafrikaner ist. Und der so, wie ist denn dein Name? Ich so, dafür haben wir Namensschilder. Und dann sagt er so, und das soll ich von hinten sehen? Ich so, nee, aber es gibt auch andere Weisen, jemanden anzusprechen. Ja. Ne? Und dann sagt er so, ja, tut mir leid, ich spreche halt kein Afrikanisch. Ich so, So dumme Aussagen einfach. Das ist so krank. Ja. Ich so, sprechen Sie etwa Europäisch? Und dann sagt er, wie bitte? Ich so, Sie haben mich schon verstanden, sprechen Sie Europäisch? Und dann sagt er so, was soll das denn? Das ist total dämlich. Ich so, ja, genau wie davon auszugehen, dass in Afrika mit so vielen Ländern eine einzige Sprache gesprochen wird. Ja. Und dann sagt er so, der so, ja, ist doch ein komisches Land. Ich so, Kontinent. Afrika ist ein Kontinent, kein Land. Und dann sagt er so, wirst du für Klugscheißen bezahlt? Ne? Ja. Ich habe gehört, der Kunde ist König. Und dann habe ich, so wie ich das sage, gesagt, ich so, wenn der Kunde sich verhält wie ein Punkt, dann kann er mich am Punkt lecken. Ja, checke. So, diese ganze Szene hat meine Chefin mitbekommen, der hat mir diese Perücke, die er kaufen wollte, entgegengeschmissen und ich habe gesagt, die Tür finden Sie selber. Und meine Chefin hat das halt gesehen, meinte so, Blessed, Pause. Und das Schlimmste war, meine Schicht hatte gerade erst angefangen und ich war schon dazu gezwungen, Pause zu machen. Das heißt, ich kann jetzt den ganzen Tag durcharbeiten. Ja. Ich war halt so pisst von der ganzen Sache, dass ich mich dass ich da im Aufenthaltsraum gechillt habe, mein Handy genommen habe und mich genau über die Situation ausgekotzt habe, wie Leute in 2020 immer noch denken können, dass Sprache wie Afrikanisch existiert und all diese ganzen Klischees. Und bin da richtig in so einem Rant gegangen, hab das TikTok hochgeladen und dann ganz normal weitergearbeitet und dann Tage später, neben dem Laden war ja ein Gymnasium, eine Realschule, kamen immer wieder Schüler rein und meinten, Digga, ich kenn dich von irgendwoher. Krass. Und ich war so, woher denn? Weil ich hab das Video drin gelassen, nach einer Stunde geguckt, das hatte so 20 Views und dann war ich schon so, ach komm, Scheiß drauf, hab das Handy, hab die App gelöscht sogar. Ja. Ich hab die App gelöscht und dachte so, das war's. Das war so mein Anfang von TikTok. Ja. Und irgendwann kam derselbe Junge immer wieder rein und sagte, doch komm, ich kenne dich. Ich so, Bro, woher willst du mich kennen? Ich bin ein Niemand, ich mache gar nichts. Ich arbeite hier, so, ne? Und dann zeigt er mir mein TikTok und das hat einfach 500.000 Views. Dein erstes Video bei TikTok ist direkt durch die Decke gegangen. Und ich habe legit nur gejabbt. Ich habe mich einfach nur ausgekotzt. Aber man muss auch sagen, zu der Zeit, also Corona war ja auch so der Start von TikTok und alle wollten so diese ernsten, wo jemand seine Gedanken einfach direkt ungefiltert ausspricht. Das war genau das, was die Leute sehen wollten halt. Ja. Ne? Geil. Und ich war immer schon jemand, der sehr viel gelabert hat und Vergleiche und so Punchlines gehabt hat, weil damals war immer mein Traum, irgendwie Stand-up zu machen. Deswegen habe ich immer versucht, ein bisschen so diesen Comedy-Aspekt mit reinzubringen in meine Videos. Ja. Also nicht, dass es zu stumpf und zu trocken war. Weil ich habe immer gedacht, so, ich will die Videos so gestalten, dass ich sie mir selber auch ansehen würde. Ja, also, weil ich fand TikTok zu der Zeit halt extrem langweilig. Ich fand sehr viele Creator hart cringe und ich wollte so der Anti-Cringe-TikToker sein. Ja, checke. Also habe ich dann immer mir so verschiedene Antics genommen, auf Sachen reagiert. Und irgendwann kam halt die Frage mit Anime. Okay, also hast du quasi, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast das Video gesehen, okay, 500.000 Aufrufe, war das so für dich der Go, so okay, ich muss das jetzt weitermachen, so, oder ist das so, kacke, krieg ich das jetzt recreated? Also was war so, wie war der Werdegang? Also was ging danach ab? Am Anfang war es, also ich habe auf TikTok etliche Sachen einfach ausprobiert, um erstmal zu gucken, so ob ich natürlich das recreaten kann, ob mir das jetzt nochmal gelingt oder ob ich jetzt so ein One-Hit-Wonder bin. So, ich habe ein virales Video und danach ist mir nie wieder sowas gelungen. Also, keine Ahnung, habe ich zig Formate ausprobiert, Dinge, aber meistens kamen die Dinge an, wo ich mich über Sachen ausgekotzt habe, was mich persönlich immer genervt hat, wenn es so über Stereotypen ging. So, meistens waren die Videos, die viral gingen, Sachen, wo ich halt zum Beispiel den Afrikaner gemacht habe, so, weil es gab immer so Leute, die immer verwundert waren, wie gut ich Deutsch spreche. Und dann habe ich gedacht, okay, ihr wollt Klischee haben, okay, dann gebe ich euch das Klischee und habe dann einfach mit so einer afrikanischen Stimme geredet. Also einfach nur Deutsch gesprochen mit harten African Accent. Okay. Und Leute
fanden das halt so todeslustig und mein Account war innerhalb von wenigen Monaten schon auf 100.000. Und du musst dir vorstellen, ich habe das damals just for fun gemacht. Ja. Ich hatte nie die Absicht, da also long term halt irgendwann mal Geld damit zu verdienen. Hättest du mir das vor 6 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Ja. Und ja, Rest ist legit wirklich History, weil danach kam auf einmal ein Management und da war erst der Moment, wo ich realisiert habe, krass, ich kann actually damit Geld verdienen, indem ich einfach nur laber in meinen Videos. Ich mache nichts. Ja. Ich habe das gar nicht verstanden, warum das so viele Leute interessiert. Weil mein Freundeskreis kannte die ganzen Sprüche, kannte meine lustige Art schon. Ja, die wussten halt, wer du bist. So, für die war das nichts Neues. Ja, so. für die war das ehrlich nichts Neues. Sie dachten so, ja Bro, du machst nichts, was du nicht auch schon im Alltag machst. Also ich war immer schon der Comedian meiner Freundesgruppe. Aber auf TikTok war das wiederum was ganz Krasses und ich wurde dann leider auch von meinem Job gekündigt, weil immer mehr Schüler in den Laden reingekommen sind, um Fotos mit mir zu machen. Funny, die wussten also, wo du arbeitest. Hast du denen so auch in Videos gezeigt, wo du arbeitest? Hat man das so gesehen? Ja, das Logo von meinem Arbeitsplatz war da. Die haben nichts gekauft, war scheiße wahrscheinlich. Nee, die haben nichts gekauft, die sind nur in den Laden gekommen, meinetwegen, und deswegen wurde ich entlassen. Krass. Ja, deswegen, also so hat sich das ergeben, aber ist okay. Aber sind das so bis heute noch so deine Lieblingsvideos oder ist das so, also was sind so die Videos, die dir am meisten Spaß machen? Also die Videos, die ich am Anfang gemacht habe, würde ich heute nicht mehr machen, weil ich bestimmte Dinge mit den Jahren jetzt anders sehe halt einfach. Und zwar, mein Problem waren Klischees und ich dachte, es ist so empowernd, wenn ich halt einfach so into the joke reingehe und einfach denen dieses Afrikanische gebe. Aber damit recreate ich ja quasi rassistische Stereotype. Du befeuerst das halt eigentlich. Ja, ich befeuere das. Ich Ja. mach's das Problem nicht sichtbarer, ich mach's nur noch schlimmer. Und das können, glaube ich, viele andere Creator können das und sagen so, ja, mir ist es egal, ob Leute über mich lachen und über Afrikaner an sich lachen. Aber irgendwann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr, das zu machen. Ich habe keine Lust, immer den Man macht halt nur das, was die Leute sehen wollen. Genau, so. ich habe mich gefühlt wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Clown. Ja. So der für ein weißes Publikum jetzt einfach mal so diese ganzen African Klischees erfüllt, damit die sich dann quasi über Africans lustig machen können. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, ich schade der Community mehr, als dass ich denen helfe. Und deswegen würde ich solche Videos nicht machen. Aber die Videos, die ich am meisten gefeiert habe, tatsächlich sind damals meine Dating-Videos gewesen. Ja. Weil ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Witzig. Ja, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Und das ist ein Content, so wo ich sage, auch nach Jahren, auch wenn die eine oder andere Geschichte ein bisschen problematisch erzählt wurde, würde ich immer noch sagen, das würde ich immer noch machen. Okay. Ja. Und da siehst du dich aber auch am krassesten drin. Also ich muss auch sagen, ne, wir haben vorhin telefoniert, das mit diesen marokkanischen Frauen, was da passiert ist. Du hast das, da können wir gleich mal drauf eingehen, aber du hast auch eine sehr gute Art und Weise, das rüberzubringen, aber gar nicht so overengineert. Du weißt einfach, wie du die Geschichte gut erzählen kannst. Das finde ich sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, von wem ich das hab. Okay. Ich weiß nicht, warum ich so gut erzählen kann. Also ich glaube, ich habe einfach in meiner Jugend sehr viele Cartoons, Serien, Anime und sowas konsumiert und auch sehr viele Sitcoms und mir sehr viele Stand-up-Comedy-Sachen von Eddie Murphy reingezogen oder Dave Chappelle, also generell so schwarzen Comedians. Und mein Ziel war es ja irgendwann mal im jungen Alter irgendwann auch mal Stand-up-Comedy zu machen. Okay. Und deswegen, das war so dein Weg rein theoretisch, hast du dir gedacht? Okay. Ja, genau. Und ich wusste, ich muss halt einen gewissen Humor in meine Videos reinbringen. Vielleicht, damit die Geschichte nicht zu stumpf und nicht zu langweilig wirkt. Und deswegen mache ich meine Videos so, wie ich sie mache. Ich stelle mir dann immer vor, dass da quasi so eine Crowd ist. Ich bin dann vorne auf der Bühne und ich performe jetzt quasi. Ja. Das ist eine Performance. Check. Ja. Okay, also wir gehen mal so ein bisschen so die Journey durch. Du hast so deine ersten 100.000 Follower. Du warst noch in Bonn? Ich war noch in Bonn, ja. Du warst noch in Bonn. Du hattest gesagt, dass du dich getrennt hast oder dass deine Ex-Freundin, dass du da getrennt warst dann auch zu dem Zeitraum. Ja. Wie lief es dann sonst so mit Chayas so? Ist da irgendwie mehr entstanden? Weil ich kann mich dran erinnern, wo ich so sehr viel Social Media gemacht habe, ohne jetzt so pushen zu wollen, aber es war auf jeden Fall einfacher, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Wie war das so bei dir? Das klingt jetzt, wie sage ich das am besten, ohne dass es Problematik klingt? Also, das Ding ist so, ich hatte halt auch schon vor Social Media Game. Nee, also ich hatte in der Jugendzeit tatsächlich, zu meiner Jugendzeit war ich, glaube ich, für Frauen unsichtbar.
Ja, same here. So, ich war halt der Nerd, der Ich war Dude, kein der Nerd, mit Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten gespielt okay. hat. Ich war immer nur der gute Freund und der Homie, aber niemand hatte wirklich so vor, mich so richtig zu daten. Und das hat sich erst geändert so tatsächlich mit 2021. Dann auf einmal so, da habe ich halt ein bisschen mehr Wert auf mein Äußeres gelegt, bin auch ins Fitnessstudio gegangen, habe auch ein paar frische Klamotten geholt und ich konnte bis zu meinem 22. Lebensjahr nicht mit Frauen reden. Ich hatte Angst vor Frauen. Ich hatte Angst vor Frauen? Ich hatte Angst vor Frauen. Okay. Weil, wie gesagt, ich komme aus einer sehr konservativen religiösen Familie und da war das Thema Frauen immer sehr, sehr streng. So, ich durfte nicht mit Frauen Kontakt haben, ich musste mich immer auf die Schule konzentrieren. Ich durfte keine Freundin haben. Ein Liebesbrief wurde mal bei mir im Schuhranzen entdeckt und meine Mom hat mir da so eine Standpauke gehalten und den Liebesbrief zerrissen. Ich weiß bis heute nicht, was drin stand, aber sie war sehr sauer. Was? Ja, also ich durfte überhaupt gar keinen Kontakt zum anderen Geschlecht haben. Wie kannst du dir das erklären? Also warum durftest du keinen Kontakt zu Frauen haben? Ich glaube, mein Halbbruder war schuld. Der ist mit 18 Vater geworden und deswegen war meine Mutter so eine Mutter, ey. Aber dein Halbbruder ist quasi älter als du? Ja, väterlicherseits. Okay. 10 Jahre sind wir auseinander. Okay, und deswegen sind die geprägt und haben gesagt... Ja, weil du musst dir vorstellen, mein jüngster Bruder und seine erste Tochter sind gleich alt. Ja, die sind im selben Jahr geboren. Meine Mom war schwanger zu der Zeit. Krass. Also mein Bruder auch sein erstes. Ja, das ist geisteskrank. Also ist auch eine komische Konstellation, dann irgendwie seinen Onkel abzuholen, der so low-key Baby ist und so. Das ist ein bisschen komisch. Verstehst du, was ich meine? So, das ist halt so. Ja, okay. Ja, aber was hat sich dann geändert? Also 2021, du hast Sport gemacht, frische Klamotten und wie ist die Angst vor Frauen zu sprechen so geknickt? Also wie war das dann? Ich hatte meinen ersten Job bekommen in dem Sneakerladen und da war ich halt gezwungen, mit jedem Menschen, der reinkommt, quasi zu sprechen. Ja, okay. JD Sports? Snipes, okay. Wie typisch schwarz, Snipes. Wirklich, also ich habe bei Snipes gearbeitet und da hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich das erste Mal, dass ich Frauen auffiel. Weil vorher war ich immer nur dieser eine... Ja, du bist ja ein gut aussehender Mann, also das kann man ja nicht bestreiten. So. Tatsächlich würde ich das nicht mal so sagen. Also Doch, ich sehe du bist mich... ein attraktiver Mann. Danke. 100%. Das ist weil ich halt in der Jugendzeit sehr oft gemobbt wurde wegen meinem Aussehen und alles. Sehe ich das nicht so. Ich denke so, ich bin nicht der Bestaussehendste, aber ich würde jetzt sagen, ich sehe nicht scheiße aus. Du bist schon in der oberen Region, da musst du dir keine Sorgen machen. Also ich kenne das, aber das ist meistens, weil die Angst davor haben, dass du zu gut aussiehst. Deswegen wurde man dann so mäßig fertig gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich wurde immer gemobbt wegen meiner Nase, wegen meinen Lippen. Leute haben gesagt, ich habe Schlauchbootlippen. Und deswegen damals auf Fotos war ich immer so... Aber das finden die Frauen doch eigentlich ganz nice, oder nicht? Ja, jetzt mittlerweile. Aha. Back in the day, sage ich ehrlich, es war hart als Darkskin. Aber ich sage auch ehrlich, vielleicht waren auch die Proportionen noch mal ein bisschen anders. So, weißt du, ich meine, also der Kopf ist ja auch dann noch mal ein bisschen gewachsen. Vielleicht waren die vorher schon ein bisschen größer. Ich hatte einen richtigen Eierkopf als Kind. Ich kann euch mal ein Foto senden, dann könnt ihr das vielleicht einblenden. Ja. Also ich hatte so einen richtigen Eierkopf und eine richtig fette Zahnlücke. Ich hatte eine Zahnlücke hier. Und so ein Nerd einfach. Ja, so richtiger Nerd. Also ich kann verstehen, warum Frauen mich damals nicht attraktiv fanden. Zumindest nicht in der Schulzeit. Erst nachher hat es sich ergeben. Okay, aber was ist dann passiert? Also wie ist denn das? Wie war es dann mit Frauen? Was ist dann da so? Es war halt so, dass ich immer mehr gerade auf der Arbeit bei Snipes, so verkaufst du einen Sneaker beispielsweise und dann auf einmal lässt dir da jemand seine Nummer da und dann war ich so, okay, und was mache ich jetzt damit? Und da waren halt Leute, die bei Snipes arbeiten, die mir erklären mussten, dass die aber da. Aber ist doch geil, Snipes Family, und dann helfen die dir dabei, die erste Nachricht zu schicken. Ja, und du musst dir vorstellen, bis zum heutigen Tag checke ich nicht, wenn eine Frau wirklich Interesse an mir hat. Ich bin komplett bei dir. Man muss mir so ein Brett in die Fresse hauen, dass ich das checke, dass Leute sagen. Muss mit einer Leuchtreklame kommen. Ja. So, weil ich denke nicht nur, weil eine Frau freundlich zu mir ist, dass das automatisch Interesse heißt. Nee, das ist nicht für mich. Du musst es wirklich obvious machen. Sag's aktiv. Ich finde dich geil, Loki. Loki muss mir sagen, ich finde dich geil, damit ich das so checke. Ja, sonst check ich nicht. Sonst werde ich immer denken, okay, wir haben ein freundschaftliches oder ein generell cooles Verhältnis oder eine platonische Freundschaft, whatever. Aber solange ich von dir nichts spüre, dann werde ich da auch nichts hineininterpretieren. Ja. Und das ist halt das Ding. Und dann habe ich irgendwann dann mit 23 meine erste Beziehung gehabt und war direkt furchtbar. Furchtbar. Was ist alles schiefgelaufen in deiner ersten Beziehung? Da meine Freundin damals älter war als ich, hatte sie halt schon Erfahrung und ich war noch Jungfrau.
Mhm. Ich war sehr, sehr, sehr lange Jungfrau. Okay. Und auch aus religiösen Gründen dachte ich so, ich muss bis nach der Ehe warten. Mhm. Und da gab es natürlich auch noch im Jugendalter einen Vorfall. Als Kind musste ich die Triggerwarnung geben, Ja. wurde ich halt misshandelt. Es Ja. gab damals eine Frau, die mich angefasst hat. Und deswegen hatte ich generell so eine gewisse Einfach Scheu. einen inneren Konflikt mit der ganzen Geschichte. Ja, genau. Mhm. Also deswegen hatte ich Angst vor Frauen. Ich hatte Angst, dass man mir das nochmal antut. Und Ja. deswegen bin ich trainieren gegangen, weil ich nicht mehr der schwache kleine Junge sein wollte. Checke. So, das war der Grund, warum ich Mein trainieren. Ich bin Beileid nicht auch an der Stelle. Ja, danke. Ich bin nicht trainieren gegangen, weil ich der krasseste sein wollte oder irgendjemand hat mir das Herz gebrochen und deswegen Ja. Winter Arc. Nein, es war tatsächlich ein Selbstschutzmechanismus. Ich wollte stark sein, damit niemand mich so überwältigen kann. Ist schon crazy, ne? Weil das wird ja irgendwie, wenn ich jetzt so im Schulalter darüber nachdenke, so wird es ja romantisiert. So hoffentlich die heiße Lehrerin, dies, das und sowas. Wenn man das irgendwo gesehen hat, hat man immer gesagt so, boah, geil, der Typ hat eine ältere bekommen. Ja. So. Und es ist halt auch auf anderer Seite trotzdem extrem übergriffig und misshandelnd einfach so, wenn das passiert, ne? Ja, tatsächlich. Und ich denke, dass es genau deswegen bei Männern nicht so ernst genommen wird, Ja. weil Männer es nicht ernst nehmen. Ja. Weil du hast das perfekte Beispiel, das du geliefert hast. Ich habe letztens auch einen Beitrag gesehen, wo eine Lehrerin was mit einem 14-jährigen Schüler gehabt hat. Und die war irgendwas mit Anfang 40. Ja. Und in den Kommentaren siehst du besorgte Frauen und Männer, die schreiben, boah, warum nicht ich? Ja, ja. Weil die Lehrerin ja jetzt nicht so schlecht aussah. Ja. Boah, warum bin ich nicht auf diese Schule gegangen? Boah, hab ich ein Pech. Einmal nochmal Schüler. Verstehst du? Ja, ich denke auch einfach, das liegt an Korn. Ja. Diese Leute gucken zu viel Ja, Korn. zu viel. Ja, 100%. deswegen wird das so romantisiert, aber sonst ist es eigentlich ja gar nichts Schönes. Okay, aber du warst quasi dann noch Jungfrau. Und konnte ihr nicht das geben, was sie braucht. Und das, Okay. was ich ihr nicht geben konnte, hat sie sich dann später bei meinem besten Freund geholt. Alter, what the fuck? Ja. Das wäre tatsächlich noch eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte, weil ich habe irgendwo gesehen, Blessed, Ex-Freundin, bester Freund. Ja, diese Story Was ist da passiert? Also musst du natürlich nicht drüber sprechen, aber alles gut, ich habe ja schon ein Video darüber ja, gemacht. ja, ja. Sehr öffentlich. Wir waren sehr, sehr lange in einer Beziehung und sie hatte mir kommuniziert, dass sie halt gerne einen Schritt weiter gehen wollte. Mhm. Und ich habe mich noch nicht dazu bereit gefühlt. Ich war noch in Therapie, ich habe noch gelernt, dass das, was mir passiert ist, dafür, dass ich mich nicht dafür schämen muss, Ja. dass ich es nicht meine Schuld war und ich nichts dafür konnte. Und ich habe im Hinterkopf gehabt, ey, ich habe alle Zeit der Welt, ich habe die verständnisvollste Freundin Ja. überhaupt. Und ja, so war es halt am Ende nicht. Sie hat halt nur Verständnis, weil sie es gerade von wem anders bekommen Genau, hat. quasi. mein bester Freund hatte dasselbe Problem mit seiner Freundin, weil sie hatte halt auch übergriffiges Verhalten im jungen Alter erlebt. Und das heißt, bei den beiden ging es auch nicht. Also haben so zwei Leute, die horny waren, hinter unserem Rücken was miteinander gehabt und das über Jahre. Und ich habe es halt nur herausgefunden, weil sie immer mehr Druck gemacht hat, dass wir es endlich tun. Und ich war dann auch so, oh mein Gott, keine Ahnung. Hab mir da erstmal so seelischen Beistand bei meinem Dad geholt, was ja sowieso sehr crazy ist, weil meine Eltern haben mich weder aufgeklärt noch jemals über dieses Thema geredet. War halt ein Tabuthema, ne? Natürlich, darüber redet man nicht zu Hause. Ja. Und der meinte, ja, wenn du jemanden liebst, dann kannst du sowas machen. Aber wir haben das schön umschmückt. Wir Ja. haben nicht über die eigentliche Sache Ja. geredet. Ja. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich fühle mich bereit und es ging dann los und dann war ich so, nee, ich muss mal kurz aufs Klo. Ja. Und dann habe ich so eine halbe Panikattacke bekommen und habe dann vorm Spiegel gesagt, so, du machst das jetzt, du gehst da jetzt raus und schlägst Iconic, mit deiner, Digga. wirklich wie so ein Film, ne? Ja, ja. So Wasser ins Gesicht, so nach Motto, reiß dich zusammen. Ja. Weil, keine Ahnung, irgendwie hatte ich Angst. Ich denke mir so, was ist, wenn ich so schlecht Ja, auch performe? Performance-Druck einfach an der Stelle, ne? Ja, genau, weil Vor ich allem, denk- wenn man so spät auch das Ganze macht und von allen Leuten das hört, so, dann Genau. macht man sich ja Gedanken auch unterbewusst. Vor Ja. allem jeder da draußen ist davon ausgegangen, dass ich schon keine Jungfrau Ja, bin. Also ja. ich hatte irgendwie den Ruf, weil ich so aussah, wie ich aussah. Ja, Bless voll der Stecher. Also, weißt du, ich meine, ich habe gehört, der hatte was mit 3. Ich habe Geschichten über mich gehört. Ich denke mir so, schön, dass ich davon auch weiß. Wie, ich hatte einen Dreier mit, was? Ja, ja. Mit irgendwelchen Studentinnen, die 3-mal älter waren als ich. So, was labert ihr für einen Müll, Digga? Ich bin Jungfrau. So, also, Einfach Gebrüder Grimm, so Geschichten ehrlich, erzählen. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich denke mir so, boy, ich kann nicht mal mit einer Frau in meinem Raum bleiben. So, Ja. weißt du, ich meine, ich weiß nicht mal, wie ich meine Freundin abgekriegt habe. So. Und im Badezimmer ist eine ganz bestimmte Sache passiert. Ich habe mir das Gesicht gewaschen, ich bin gegen die Mülltonne unterm Becken geknallt. Oh nein. Und aus der Mülltonne war dann ein Schwangerschaftstest, also die Verpackung von einem Schwangerschaftstest. Was laberst du? Und ich war so, okay, what the actual fuck?
So funktioniert das? So schnell geht das? Ich war so, warte mal, ein Schwangerschaftstest. Und dann dachte ich so, warte, sie hat eine Schwester. Aber ich dachte, die Schwester hat ein eigenes Bad. Ja. Also warum soll dann das hier liegen? Dann dachte ich in meinem Kopf so, vielleicht hat die Freundin von ihr, die ist Kurdin, ihre Eltern sind sehr, sehr streng, vielleicht hat sie einen Schwangerschaftstest bei ihr gemacht. Also in meinem Kopf war gar nicht, dass das von ihr sein könnte. Und dann dachte ich so, okay, gucken wir doch überhaupt, ob da überhaupt ein Schwangerschaftstest drin ist. Weil davor war ja nur die Verpackung. Ja. Also habe ich sehr eklig da so reingekramt und so geguckt und dann habe ich diesen Schwangerschaftstest gefunden und habe dann 2 Streifen gesehen. Und der war positiv. Und ich war dann erstmal in dem Moment so total perplex und dachte, what the actual fuck? Weil ich weiß, ich kann es nicht gewesen sein. Ja. Wenn das tatsächlich ihrer ist, dann betrügt mich meine Freundin. Ja. Und ich saß dann auf dem Klo und dachte, was mache ich jetzt, wenn meine Freundin mich betrügt? Was mache ich dann jetzt? Also, wie reagiere ich jetzt? Wie gehe ich und wie spreche ich das an? Ne? Und bevor ich überhaupt rausgehen kann, kam sie halt rein und hat gefragt, so, was machst du da so lange? Sah, wie ich den Test in der Hand hielt. Und dann kannst du, wenn du jemanden lange genug kennst, du siehst das sofort, direkt in Digga, deren Schock Gesicht, in der Fresse Digga, und so, ja. kreidebleich und fing instant an zu heulen und fing an, sich zu entschuldigen. Und in dem Moment war Du hast es ja in dem Moment noch gar nicht realisiert. Du warst ja du hast es ja versucht irgendwie auszumalen, warum der da liegt und dass es nicht ist mit dem Fremdgehen. So. Genau, und dann hatte ich da die Bestätigung, als sie da zusammengebrochen ist. Und verfickte Scheiße. Sorry, tut mir leid, aber what the fuck? ja, so war das damals. Und sie hatte mir dann später dann gesagt, als ich dann noch meine restlichen Sachen abgeholt habe, natürlich bin ich nicht mehr mit meinem ehemaligen besten Freund befreundet, weil irgendwie Leute fragen so, seid ihr noch befreundet? Ich denke mir so, Digga, nein! how? Vor allem wusste der, dass du Jungfrau bist? Natürlich, mein bester Freund Der wusste alles über dich. Er wusste so, und alles über mich. Das ist... Alles. Er wusste auch meine Ängste. Oh mein Gott. Er wusste genau, wie man sie gegen mich ausspielt. Krank. Und er hat mir immer gesagt, ich sollte mal langsam mit meiner Freundin schlafen, weil, sie ist Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu viel mit ihr. keine So, Ahnung, okay. nachher kommt dir das richtig, du kommst dir danach richtig doof vor, wenn der Dude, der die ganze Zeit sagt so, ey, wenn du irgendwann deine Freundin so lange warten lässt, dann ist der nächste Dude dran. Aber er war halt der Dude. Du gehst ja jedes einzelne Gespräch nochmal systematisch durch, was ihr gesprochen habt. So. Und das ist das Krasse. Also ich habe mich noch nie so betrogen gefühlt, weil gleichzeitig verliere ich meinen besten Freund und meine Freundin. Im selben Moment. Und sie wollte nur mit mir schlafen, damit sie mir nachher sagen kann, dass das Kind von mir ist, weil sie weiß, ich habe einen großen Bruder, der genau im selben Alter damals ein Kind bekommen hatte und für den Abtreibung damals keine Option war, weil ich aus einem religiösen Haus komme. Und du hast ja natürlich alles erzählt in die Richtung. Natürlich. So. Und deswegen hat sie gedacht, okay, sie kann mir ja das Ding halt so verkaufen, dass es mein Kind ist, weil mein bester Freund ist schwarz, ich bin schwarz, ich würde niemals anzweifeln, dass das Kind von mir ist. Boah, ist das gefickt. Ja. So. Und ich war am Ende auch noch schuld. Weil du hast ja nicht Gas gegeben und dir Mühe gegeben, so. Nee, ich bin schuld, weil jetzt hätte sie meinetwegen ja total den Schlampenruf, weil ich hab das ja ihren Eltern erzählt, dass wir deswegen uns getrennt haben. Ja, die hat es wahrscheinlich so dargestellt, als hättest du Scheiße gebaut. So. Ja, die Eltern wussten, dass ich recht habe. Ja. So, aber für sie war es so nach Motto, mir war es wichtiger, was so also die Menschen draußen von ihr sagen und nicht, wie es mir ging. Es ging ihr eher um ihren Ruf und deswegen fand ich das am Ende dann richtig schade. Wie alt warst du dann da? Ich glaube, ich müsste 23 gewesen sein, ja. 23, als Schluss war. Okay. Also war das eine Mal, wo du 23 warst und fast in Jungfahrt wärst, ist nicht entstanden. Wie weit oder wie lange hat es dann noch gedauert, bis das aufgearbeitet wurde? Weil das ist ja der nächste Schock, der so kommt. Bis du dann gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier eine Frau, mit der ich das machen würde, ob Beziehung oder nicht, je nachdem, wie das dann war. Wie ist das dann zustande gekommen? Tatsächlich, also war mein erstes Mal nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und nicht mit jemandem, den ich liebe. Ich würde es am liebsten vergessen und rückgängig machen. Ich bin für ein halbes Jahr nach Spanien gegangen, einfach um klarzukommen, auf Fuerteventura, um genau zu sein. Und dann ist es dort halt passiert. Ich wollte es einfach nur noch hinter mich haben und dann verstehen, was alle davon so fühlen. Weil irgendwann ab einem gewissen Alter haben Leute nur noch davon geredet. Wie alt warst du da, als du dann darüber gefahren bist?
Auch 23. Okay, also du bist direkt nach der... Ich bin direkt okay. darüber gegangen und da ist es halt passiert, aber es war halt nicht schön, es war nicht romantisch, es war furchtbar, es war so schrecklich. Wie war das? Also habt ihr irgendwie gemeinsam getrunken oder war das nach einer Party? Ich wurde abgeschleppt nach einer Party Ja? an der Bar. War es so Snow Bunny-mäßig oder? Nee, es war eine Spanierin tatsächlich. Ah, okay. Nee, aber ich kann mich, ich habe auch sehr vieles verdrängt, weil Ja. es hat wehgetan, es war nicht cool, es war überhaupt nicht toll, es war, glaube ich, einer der Sachen, wo ich dachte, hätte ich doch lieber gewartet, bis die richtige kommt und deswegen würde ich auch jedem raten, das nicht einfach so schnell hinter sich zu bringen. Ich finde, dass es leider Gottes irgendwie so ein bisschen heutzutage zu locker genommen wird und dass man eher viel mehr so diesen Druck verspürt. Das ist ja auch, passiert glaube ich auch jetzt mittlerweile immer jünger, also Leute haben immer jünger Sex, einfach auch wegen so Aufklärung im Social-Media-Bereich, dass es einfach viel mehr Thematik ist bei jüngeren Kindern und dass die also so mäßig Teenie-Alter, dass das einfach früher passiert und dass man da wirklich eigentlich das Ganze so sensibel wie möglich auch zu Hause. Ich muss halt sagen, ist halt auch wichtig, dass man zu Hause eine vernünftige Aufklärung hat, weil das ist natürlich auch sehr kontraproduktiv, wenn das zu Hause auch so ein großes Thema ist, aber trotzdem so verschwiegen wird. Wie ist so jetzt dein Standing zu der ganzen Sache? Also du warst dann 23, hast du es irgendwie geschafft, in den letzten Jahren Thema Sex einfach wieder zu romantisieren als das Schöne, was es sein kann? Ja und nein, weil, keine Ahnung, also ich habe dann irgendwann mir einreden lassen, dass ich das Thema Sex und Intimität zu ernst nehme. Es wird das Ganze lockerer sehen und dann war ich halt auch einer von diesen Opfern, die da mehr in so dieser Hookup-Culture reingerutscht sind. Also habe ich da in Spanien mein Unwesen getrieben. Leider. Okay. Das, weil ich dachte so, ja okay, gut. Na, dann ist es halt so. Sex bedeutet nichts, man braucht keine Gefühle dafür. Es ist einfach nur, man macht halt einfach das Ding. Ja. Und Stand heute würde ich das niemals so unterschreiben. Ja. Ich denke, das ist wirklich etwas, ich glaube, das ist der höchste Grad an der Intimität, was man nicht einfach mit jedem. Ich glaube, sexuelle Energie ist das Höchste an Energie, was wir irgendwie verspüren können. Ja, und da findet ja auch ein Austausch statt. Ja, weil das ist ja die Energie, die Leben so erschaffen kann. Weißt du, wie ich meine? So, und deswegen finde ich, man sollte das nicht einfach so leichtfertig machen. Und das ist also für mich unabhängig, ob Mann oder Frau. Ich würde jetzt nicht sagen, bei dem Mann ist es okay, mehrere Sexualpartner zu haben und bei einer Frau ist es nicht okay, weil dann ihr Wert runtergeht. Nein, ich denke einfach, beide Geschlechter sollten sich dann nochmal wirklich überlegen, ob sie da... Also ich bin auch sehr krass so in Hookup-Cultures unterwegs gewesen oder habe das so sehr mitgenommen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich das auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr gesund anfühlt. Also ich habe das Gefühl, dass du, je mehr Partner da stattfindet, einfach immer mehr von dir so abgibst, weißt du? Also, dass du dich immer wieder mehr in so einem Kreis befindest, wo du dann dein Dopamin darüber holst und irgendwie so total abstumpft, was das ganze Thema angeht. So. Das ist genau das, was danach passiert ist. Also, je mehr ich mit Frauen geschlafen habe, desto stumpfer wurde ich und ich hatte da auch einfach das Gefühl, ich empfinde halt einfach gar nichts mehr. Und das ist total schade, weil das schönste Gefühl ist so, wenn man miteinander schläft, einfach auch einem so seine Gefühle so mitzuteilen und das sich darüber währenddessen so auszutauschen, einfach zu merken, dass du so die Partnerin bei dir hast, die einfach genau gleich empfindet, wo du sagen kannst, okay, hier findet so Liebe statt. Ne? Man sagt ja Liebe machen, so deswegen. Ja, tatsächlich. Ich musste es auf die harte Tour lernen. Irgendwann hatte ich auch einfach gar keinen Turn dazu. Und da können wir ja eigentlich auch direkt zu dieser einen Sache kommen, wie es dann durch Social Media lief. Durch Social Media haben mich dann natürlich auch dann mehr Frauen angeschrieben. Also wurde es dann, quote unquote, einfacher, dann quasi von Frauen angesprochen zu werden oder mit Frauen zu verkehren oder generell mit dem was zu tun. Es ist nicht immer unbedingt was Sexuelles hinausgelaufen. Ich habe auch sehr viele tolle Frauen kennengelernt, mit denen ich sehr, sehr schöne Gespräche hatte und da ist einfach auch gar nichts passiert. Ja. Es blieb einfach dabei und dann war ich auch froh, dass es einfach nur dazu gekommen ist. Ist ja für dich als Mensch so, der da so Schwierigkeiten mit hatte, trotzdem was total Schönes, wenn man so diese zwischenmenschliche Beziehung ausbauen kann. Ja, ich hatte auch einfach das Gefühl, dass man mit Frauen über solche Sachen eher reden kann als mit Männern. Ja. Leider. Ich genieße auch den Kontakt mit Frauen eher eben, weil
Thematiken. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, meine Freundesgruppe hat sich ein bisschen geschiftet. Ich würde schon sagen, dass der Zugang heutzutage deutlich einfacher ist, auch so über Gefühle und Emotionen und sowas sprechen zu können. Aber früher war es auf jeden Fall so, dass ich schon eher weibliche Freundinnen hatte, mit denen ich so diese Themen besprechen konnte. Ja, ja, bei mir muss ich leider sagen, musste ich knallhart aussortieren, was männliche Freunde angeht. same. Weil mir sehr viele Sachen nicht gefallen haben. Die Denkweise, deren Mentalität, deren moralischen Kompass. Ich bin ja die Sorte Mann, ich bin mir dessen bewusst, dass wir Männer Privilegien haben. Ja. Und ich versuche diese Privilegien zu nutzen, um Frauen auch eine Stimme zu geben. Ja. Weil viele Männer hören eher hin, wenn ein Mann sie dann quasi mit Sachen konfrontiert und all das Ganze. Und dann gibt es halt sehr viele Männer, die halt gar keine Lust haben, sich über bestimmte Missstände, für die Männer gesorgt haben, auszusprechen. Absolut und denken dann einfach nur, weil ich nicht so bin, sind andere Männer auch nicht so. Ja, safe. Aber gerade dann, wenn man halt so misogynes Verhalten, Frauenfeindlichkeit, Sexismus in seinem eigenen Kreis duldet, dann ist man für mich Teil des Problems. Ja, 101 wenn du einen Millionen Kumpel hast, der regelmäßig Frauen verarscht und all das, dann kannst du mir nicht sagen, ja, aber ich bin nicht so, oder dich dann aufregen, wenn Frauen dann eine bestimmte Einstellung zu gewissen Männern haben, dann brauchst du mir nicht mit Not All Men kommen. Ich bin ja nicht so. Ja, und ich finde es immer so krass, wie viele Männer sich getriggert fühlen, wenn eine Thematik aufgegriffen wird, wo Männer zu Recht kritisiert werden, dass dann jeder von denen in den Kommentaren, da kannst du wirklich schon Hunderter darauf wetten, dass in den Kommentaren mindestens 20 Männer eine defensive Haltung annehmen Komplett werden. sofort. Und es geht dann nicht mehr um die Frauen, es geht dann um sie. Ja. Quasi. Dann geht es auf einmal, wie sie sich dabei fühlen, wenn du über Männer redest. Ja. Und weil sie ja nicht so sind, trifft sie das. Und ich denke mir immer nur so, sorry, aber nur betroffene Hunde bellen. Ja. Also wenn du dich da irgendwie getriggert fühlst oder der Meinung bist, du musst dich da rechtfertigen oder sagen, nicht alle Männer, dann solltest du vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, weil dann solltest du wirklich, weil ich sehe ganz, ganz viele dieser Takes und ich habe auch sehr viele weibliche Freundinnen und wenn die mir teilweise erzählen, was Männer bei denen abziehen. Ist wirklich katastrophal. Boah. Also ich bin nicht perfekt so, Nee, aber wenn ich mir manchmal anhöre, ne, also ich ghoste auch oder ich habe geghostet. Ich habe auch mit Sicherheit mal 1, 2 Sachen gesagt, die nicht so schön waren. Aber ich habe immer so im besten Interesse zu allen Personen so gehandelt. Und wenn ich wirklich so manche Geschichten höre, was Typen so machen, so abartigen Scheiß auch einfach machen, denke ich immer so, was geht eigentlich in eurem verfickten Kopf ab, Alter? Also und die sind auch so, die rechtfertigen das dann auch mit irgendwelchen Sachen einfach, als wäre das so korrekt, das zu tun. Ja. Deswegen, ich habe auch ganz viele Geschichten schon von Frauen gehört, wo echt viel Scheiße passiert ist. Das ist halt das Ding. Und weißt du, was ich halt immer so lustig finde? Der sich dann über solche Dinge äußert oder Videos gegen solche Menschen macht, muss mir dann diesen Pick-Me-Schuh anziehen. Ja. So aber da kannst du komplett drauf scheißen. Das ist mir so egal, weil am Ende des Tages, ich bin ein Mann, der auf Frauen steht. Ja. Also warum soll ich mich auf die Seite von Männern schlagen, dessen ganzer Content daraus besteht, Frauen fertig zu machen? Sehe ich nicht ein. Ja. Und wenn jemand, also für mich wäre jemand, dessen ganzer Content darin besteht, immer nur zu zeigen, wie krass Männer sind und wie schwach Frauen sind. Digga, dann geh und date Männer. Ja, safe. So, like, wir sind in Berlin, there's much options. Ja. So, geh ins KitKat, mach irgendwas, aber für mich persönlich, ich finde das total unangenehm, dass jemand denkt, nur weil jemand ein Mann ist, muss ich ihm als Mann immer zustimmen, egal wie ridiculous der Take ist, egal wie respektlos und sexistisch der Take ist. Die Tatsache, dass ich auch ein Mann bin, ich muss ihm zustimmen. Und wenn ich ihn kritisiere, dann bin ich auf einmal, dann will ich den Frauen gefallen. Natürlich will ich Frauen gefallen. Ich bin ein Mann, der auf Frauen steht. Safe. Also worüber reden wir hier? Wollt ihr Männer Die wollen gefallen? das ja auch. Die denken ja im Hinterkopf, denken die sich ja, dadurch, dass ich den Leuten zeige, dass ich maskulin bin, ist ja das, was die Frauen sehen wollen. Das denken die sich ja in dem Moment so. Die wollen ja auch den Frauen gefallen, aber mit ihrer Maskulinität, die die quasi haben, weißt du? Aber lass mal zurückgehen zu dem, es ist einfacher geworden mit Frauen. Was ist da noch so? Du hattest Frauen, mit denen es dann schöne Gespräche gab. Was ist da sonst noch Thema gewesen? Es lief immer eine Zeit lang gut, aber es war halt sehr schwer mit Social Media kompatibel. Die Tatsache halt, es hat auch viel mit dem Content zu tun, den ich gemacht habe. Ich habe sehr oft Dating-Stories erzählt und das attracted natürlich halt auch sehr viele Frauen und wir haben auch sehr viele Frauen deswegen geschrieben.
Und natürlich habe ich diese Frauen in Kenntnis gesetzt, dass ich da gerade jemanden kennenlerne und dass ich nicht auf so eine Connection aus bin. Ja. Das hat aber den meisten Frauen, mit denen ich dann mich getroffen habe, nicht gereicht. Ja. Also Social Media war immer ein Problem. Hör auf mit Dating-Content. Hör auf mit Dating-Content oder man will keinen berühmten Freund haben. Man möchte nicht in der Öffentlichkeit gezeigt haben, so private, but not a secret und all dieser ganze Scheiß. Also ich habe halt nie die Balance gefunden, bis zum heutigen Tag nicht, wie ich Social Media mache und gleichzeitig eine glückliche Beziehung führe. Check es sehr. Es fühlt sich für mich so an, als müsste ich mich immer für eine Sache entscheiden. Ja, 100%. Und so, ich müsste in dem Fall meistens Social Media aufgeben. Es wird funktionieren. Warte einfach drauf. Also bisher mal gucken. Es wird irgendwann funktionieren. Ja, ich verfolge ja auch andere Ziele. Ich möchte ja auch einen Manga rausbringen. Ja. Das ist einer meiner größten Träume. Und ja, da ist es schwer, wenn du eine Partnerin hast, die nicht supportive ist. Man muss da wirklich, glaube ich, also du kennst es ja selber, man muss jemanden haben, der Social Media irgendwo so weit versteht, dass er halt auch checkt, dass du nicht so viel Zeit hast. Das heißt nicht mal, was heißt nicht so viel Zeit, aber ich glaube, was viele nicht verstehen, nur weil wir jetzt gerade keine Videos schneiden oder wir nicht gerade auf irgendeinem Event sind, heißt das nicht, dass wir nichts zu tun haben. Und zweitens, es ist halt, als Influencer gibst du einen Teil deiner Seele ins Internet. So. Oh, ja. Und das zieht Energie. Und einem Menschen zu erklären, der sich mit der Thematik nicht auseinandersetzt, dass man manchmal auch so sehr krasse Recovery-Zeit einfach braucht, sehr schwierig zu greifen. Deswegen war auch für mich, ich hatte eine Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte Frauen daten, die nichts damit zu tun haben, weil ich nicht zu sehr da drin stecken möchte. Aber mittlerweile ganz klar, ich brauche jemanden, der absolut versteht, was da Sache ist. So. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch die Dimensionen, in denen man unterwegs ist. Man kriegt da Sachen geschenkt, man gibt da Sachen aus, wie das mit dem Geld so stattfindet, dass das einfach eine Person ist, die genau greifen kann, was hier gerade passiert und das nicht alles so exorbitant einfach für die wirkt. Du fliegst dahin, du musst dahin, hier ist das, hier ist das. Es passiert hier einfach unfassbar viel. Und wenn du eine Person hast, die das in ihrem eigenen Alltag nicht hat, dann kann das einfach nicht miteinander allein so. Ist einfach so. Ja. Oder du sagst halt, okay, ich fahre halt Social Media runter. Oder man hat halt Themen bei Social Media, die halt nicht so, wie sag ich, nicht Rage-baiten, aber so, die so viel Aufmerksamkeit in das Privatleben so reinnehmen. Weißt du, wenn du jetzt ein informativer Creator bist, dann spillst du halt einfach Fakten so. Aber sobald du über Dating und sowas sprichst, hat ja jeder von dir das Gefühl, dass du auch über dein Privatleben sprichst. Das war auch immer bei mir. So, obviously, Dr. Daniele, bitte sag nichts über unser Date oder sag. Und ich mach das auch nicht. Also ich habe vielleicht mal wirklich in meinem ganzen Leben über 2 Frauen irgendwas gesagt online und der Rest war halt einfach Situationen, die ich aus dem Alltag von Freundinnen aufgegriffen habe oder so. Aber es wirkt dann halt immer so, als würde ich jeden Tag auf ein Date gehen und jede Frau, die mir nicht gefallen hat, dann so fertig machen im Internet so. Aber das ist halt nicht der Fall, weißt du, ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Im Gegensatz zu dir habe ich halt sehr viele Horror-Dates zu meinem Content gemacht. Ja. Deswegen, tut mir auch total leid, dass du da so viel Erfahrung gemacht hast. So. Alles in Berlin tatsächlich. Ja. Nur. Der größte Teil der Horror-Stories. Sagst du, Daten in Berlin ist schrecklich? Ist ein Fiebertraum. Ja? Es ist furchtbar. Was war der größte Fiebertraum? Was der größte war, Bruder, da gibt's eine Top 5, also. Hau mir eine Story jetzt raus, wo du sagst, die kann ich noch nicht gehört haben, die war viel zu krank. Ich weiß nicht, ob du die Story gehört hast. Kennst du die Story mit dem Klo? Kennst du sie? Du kennst sie, ne? Ich habe so gehofft, dass die kommt. Aber ja, ich kenne sie, aber die Leute müssen hören, was da passiert ist. Ja, also da gab es eine Dame. Ja. Wir hatten ein Match auf Tinder. War ganz cool, wir haben geschrieben, wir haben uns dann auch relativ schnell getroffen. Wir sind dann zu einem Lieblingsrestaurant von ihr gegangen, war halt ein Inder, wichtig. Essen war lecker, alles cool. Dann auf einmal hat es draußen angefangen, richtig zu schütten und ich habe nicht weit von dem Restaurant gewohnt. Ja. Und dann dachte ich eigentlich, wir fahren irgendwie ins Zentrum, wir gehen nochmal in eine Bar und all das. Und sie meinte, nee, lass da einfach zu dir. Und ich stelle mir so ein erstes Date direkt bei mir, ich weiß nicht, aber okay, komm. Ja. Weißt du, wenn sie es anbietet, ich selber jetzt hätte nicht gesagt, komm zu mir, weil irgendwie wäre das mega weird für mich. Ja.
Ich hatte auch, glaube ich, nicht so richtig aufgeräumt. Ich hatte gesagt, ich muss dich vorwarnen. Zu Hause ist nicht bei mir. clean. Ist nicht clean. Ja. Und sie meinte so, alles gut. Bei mir, Digga, sieht's aus wie bei einer Messi. Ja. Ist so alles cool. Sie ist halt so rangekommen. Wir haben ein bisschen Tekken gezockt. So. Hatten richtig Fun. Und irgendwann ist sie halt aufs Klo abgehauen. Und dann war sie erstmal 20 Minuten, eine halbe Stunde und fast eine Stunde drin, weil ich bin irgendwann fast eingenickt. Ich denke mir so, Digga, ist sie immer noch da drin? Was Ja, geht die denn hat sich ready für dich gemacht. Dachte ich. Oder keine Ahnung, was da auf mich wartet. Ich habe dann geklopft. Ich so, ey, alles gut da drin? So, die so, ja, ich bin gleich fertig. Ich so, okay. Und hab mich dann wieder hingesetzt auf die Couch, weiter Tekken gespielt. Und auf einmal geht die Tür auf und ganz schnell zu. Bam. Und das war nicht die Badezimmertür, das war die Haustür. Ich denke mir so, what the actual fuck? Also gehe ich dahin, also ich wollte dann dahin gehen und auf einmal merke ich, meine Socken sind nass. Und ich gucke so auf den Boden und Digga, da kommt das so eine ekelhafte braune Flüssigkeit aus meinem Klo raus, Digga. Ich mach die Tür auf und mein ganzes Klo ist da so richtig überflutet. Und Digga, ich hab mich so geekelt, es war so gerochen, also wirklich, es hat bestialisch gerochen. Bis zu dem Tag dachte ich, dass Frauen eigentlich nicht so hart kacken können. Ja, ich war einer von den Männern, die gedacht haben, Frauen kacken nicht. Ich schwöre, ich hab das auch gedacht. Ich schwöre, ich hab das auch so gedacht. So wunderschöne fabelhafte Wesen, die sollen kacken? So richtig? Nee. Ich denke mir so, die haben vielleicht so einen kleinen Pupserchen oder so einen kleinen Blüpp, weißt du? Ja. So, aber nicht so hart, Digga. Ich dachte immer, meine Mutter und meine Schwester sind die einzigen Frauen auf der Welt, die kacken gehen. Nee, ich habe nie mitbekommen. Jedenfalls, sie hatte halt einfach in mein Klo reingeschissen und ihr benutztes Tampon in mein Klo reingeschmissen. Ach du Scheiße, das mit dem Tampon habe ich gar nicht gehört, ja? Ja. Also die hat einen Tampon da reingeschmissen und das hat sich dann, aufgesaugt und ich musste die ganze Scheiße dann halt wegmachen. Sie hat mich auf jeder Plattform blockiert. Und ich habe einfach irgendwann gedacht, ich so, weißt du was, diese Storytime später, also als ich dann Content gemacht habe ich das geleakt und habe nie Namen oder sonst was genannt. Und eine Freundin von ihr hat gesagt, nimm das Video runter. Und sonst würde mich abmahnen. Ich so, erstmal soll die sich dafür entschuldigen, dass sie dir eine vollgeschissene dass sie mich mit einem vollgeschissenen Klo da zurückgelassen hat, so dass du hier den Flutsch und weggemacht hast erstmal. Und zweitens schuldet sie mir über 600 €, weil dadurch ist der ganze Holzboden kaputt gegangen. Ach du weil die ganze Kacke da drin ist. Digga, ich musste das neue Klo bezahlen, ich musste das Laminat bezahlen. The Audacity, dass sie doch zu mir kommen und sagt, ich soll das Video runternehmen. Schick doch mir erstmal das Geld. Was ist das denn bitte? Geil, Digga. Also, und die ganze Wohnung hat ja wohl wochenlang immer noch nach Scheiße gerochen, Digga. Ehrlich, du konntest keinen Menschen einladen. Boah, ehrlich, also. Wie willst du das auch erklären, so? Ja, Digga, sorry, ich kann's nicht zu mir, weil meine Wohnung riecht nach Scheiße, Digga. So, ich musste eine Woche lang unten, wir haben über einer Kneipe gewohnt, an der Kneipe kacken gehen und pissen gehen, weil unser Klo nicht funktioniert hat. Krank. Boah, ich sehe Sternchen, Leute. I'm sorry. Ich glaube, das war wirklich eine der beschissensten Stories überhaupt, wortwörtlich. Wortwörtlich. Ja. Das war richtig reingeschissen. Och, Junge, Blast reicht jetzt. Geil, Alter. Okay. Du liebst diese Story, ne? Ich finde das so toll. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nochmal jetzt so drauf lachen muss, weil das einfach, ich weiß noch, als ich das Video gesehen habe, ich bin wirklich so zusammengebrochen zu Hause. Ich werde bis heute in der Öffentlichkeit auf dieses Video angesprochen. Ja, ich fand auch wirklich, ich glaube, ich habe sogar, als wir so strategisch darüber geredet haben, was wir so mit dir quatschen, habe ich dem Team schon gesagt, das ist eigentlich die Story, die ich hören möchte. Es war so klar. Aber ich wusste einfach nicht, dass mich das jetzt nochmal so catchen wird. Geil. Ja, ich glaube, das war, glaube ich, eins der schlimmsten Dates überhaupt. Ich habe danach auch Tinder gelöscht. Ja. Nee, würde ich nicht. Ich lade nie wieder jemanden beim ersten Date zu mir nach Hause ein. Nein, safe nicht, vor allem nicht nach dem Inder, Alter. Nee. Vor allem nicht nach dem Inder. Nee. Toilette wird immer abgeschlossen. Ja. Funktioniert leider nicht. Tut mir leid. Kannst unten auf die Kneipe. Ja. Also wir haben jetzt so dein Datingleben. Du bist noch Single? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Du bist dabei, jemanden kennenzulernen. Ich lasse die Leute immer gessen. Okay, alles klar. Ich muss mal mein schlaues Buch eben kurz reingucken. Alles gut. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich gerne noch wissen wollen würde. Du hast mit Social Media angefangen. Ja. 2019 ungefähr, ne? 19, 20, ja. Du hast dein erstes Management dann quasi bekommen. Mhm. Ist dann, wie war das für dich? Hast du direkt Jobs bekommen? Hast du direkt Geld damit verdienen können? Weil ich sag mal, 100.000 Follower lassen sich ja gut
monetarisieren, sag ich mal. Also man kann ja da echt eigentlich schon gut Kohle mitmachen. Lief das dann auch relativ gut direkt oder? Im Rückblicken betrachtet überhaupt nicht. Ne? Nee. Also mein allererstes Management. Du warst insgesamt bei 6 Managements jetzt, ne? Nein. Doch. 6. 6 Managements. Ich habe Research gemacht. Warte mal kurz. Du hattest auf jeden Fall 6 verschiedene Management-Mails in deinem Dings drin. Ja, tatsächlich, ja doch. Was war der Grund? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass du jetzt bei jemandem bist, den ich auch gut kenne, der auch sehr cool ist. Ja, und aber das hat gedauert. Ja. Das Ding ist halt immer, was die meisten einem nicht erzählen beim Management, ist, dass es in gewissen Management halt so Hierarchien gibt. Ne? Der die meisten Follower hat, der den meisten Hype hat, der wird auch immer als erstes vorgeschlagen. Und damals bin ich zu einem Management gegangen, das ja eigentlich in der Produktion tätig war und dann sich dann noch dazu entschlossen hat, zusätzlich ein Management zu gründen. Ja. Also quasi auch noch Management zu werden. Das Also heißt, eine Produktionsagentur, die auf einmal ein Creator-Management genau. hat. Ja. Und die haben dann erstmal jeden Creator genommen, der so in Anführungszeichen hot war. Ja. Und alle sind erstmal rein. Und das Ding ist halt einfach, ihr schnappt euch gegenseitig die Jobs weg. Ja. So. Und dann habe ich gemerkt, dass der eine kriegt die Anfrage, die wird aber weitergegeben an den, der gerade besser performt und immer mehr Geld machen kann und so. Ja. Und ich war in einer Nische tätig, die du halt nicht so... Konntest du nicht gut monetarisieren, Dating und sowas und Comedy Nein, ist so schwierig. das war halt so, ne? dann mehr so Anime und eher so Nerd-Content. Und damals war ich halt einer der ersten, die halt Anime-Content gemacht haben. Irgendwann kam ja der Umschwung. Ich habe eine Frage bekommen in einem Kommentar bezüglich, ob ich auch Anime schaue, weil viele Leute bei mir auch im Hintergrund ganz viele Poster Sachen gesehen haben. Okay. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich meine Nerd-Seite im Internet richtig ausgelebt und gemerkt, dass ganz viele Anime-Watcher im Internet unterwegs sind und da bin ich rasant gewachsen. Also die Views kaum gestimmt, alles, aber die Firmen wussten halt gar nichts mit mir anzufangen. Ja. Also die hatten gar keine Idee, wie sie mich buchen würden, welche Kampagnen ich bekommen würde und sowas. Ja. Die wollten mich dann halt mir immer nur so Sachen vorschlagen. Ich habe halt immer sehr viel Schrott bekommen. Ich habe Sachen bekommen wie so Mobile Games und Sachen, die ich halt selber gar nicht gezockt habe. Was war so das beschissenste Mobile Game, für das du Werbung machen solltest? Ich sollte mal so für Genshin Impact so eine Scheiße. Digga, Genshin Impact, das war doch auch so, ApoRed hat doch auch so eine richtig beschissene Koop damit gemacht, also wo das so geliebt wurde. Guck mal, ich sage mal so schön, ich bin ein Nerd durch und durch und ich fühl den Shit auch, den ich mache. Aber ich bin halt nicht ein absolut vollkommener Nerd, der halt auch solche Spiele spielt. Ja, ich habe damals Dungeons and Dragons gezockt und sowas. Gleichzeitig wollte ich aber eher so coole Kollabos haben, wie meine Freunde, die halt so Lifestyle-Content machen. Ja. So wie mit Nivea, mit Vichy und Laura's Posay. So, ich hatte sehr viele Facetten. Ich habe sehr viel Content gemacht in verschiedensten Richtungen. Aber alle haben dich halt nur als Anime-Creator gesehen. Genau, ne? Und da hat auch so ein bisschen diese Identity Crisis angefangen, weil ich denke mir so, einerseits tue ich das, was irgendwo meine Leidenschaft ist. Gleichzeitig kann ich mit meiner Leidenschaft aber nicht genug Geld verdienen und bekomme nicht die Koops, die ich gerne möchte. Ja. Ich möchte gerne reisen, ich möchte gerne dies und jenes machen, aber ich bin bei denen nicht auf dem Radar. Ja. Ich bekomme immer nur so Sachen quasi, was so mit Gaming assoziiert und dabei bin ich nicht mal ein Gamer. Ja. Und das war halt für mich das ist kacke. Das war sehr kacke, weil du hast auf einer Seite die Reichweite, aber du verdienst halt überhaupt keine Kohle damit. Okay. Das war lange vor dem Creator-Fund, wo du halt auch für deine Views Geld bekommen hast. Das heißt, du hast Views bekommen. Aber die waren eigentlich ein Scheißdreck wert. Ja. Ich hatte Bomben-Views. Ja. Richtig krass. Ja, man kann ja auch drüber reden. Du hast jetzt 735.000 Follower auf TikTok. Das ist ja auch auf jeden Fall eine gute Menge so, ne? Ja, und das demotiviert dich natürlich auch. Wenn du siehst, auf einer Seite wächst du und Leute kennen dich, aber dann bekommst du halt wirklich die schlechtesten Deals überhaupt, weil... Und dann sind Leute, die gar keine Follower geführt haben und einfach so das Dreifache an Geld verdienen, so, ne? Ja, die gehen einfach auf Events eingeladen. Ja. Und das war, noch schwieriger war es halt einfach, dass ich das Gefühl hatte, kein Teil der Black Community mehr zu sein, weil sehr viele Leute der Meinung waren, ich bin nicht schwarz genug. Wofür? Was, also erklär mal. Also, ich hatte das jetzt sogar recently wieder, dass jemand gesagt hat, ey, tag mal deine Lieblingsschwarzen Creator und da war mein Name darunter
Und natürlich lese ich auch irgendwann mal Kommentare. Ja, natürlich, ist ja normal. Und er meinte, nee, Blessed ist ja eigentlich nicht mehr schwarz, er macht ja eher Anime-Content und keine Ahnung. Und er versucht eher so Asiate zu sein. Und das nur weil mein Content eher so in die Richtung Anime geht. Ich bin ein Riesenfan der japanischen Kultur, auch der koreanischen Kultur natürlich, ne? Aber nur was Serien und alles quasi angeht. Ja. Aber nach wie vor bin ich ein stolzer Afrikaner. Ja. Aber weil mein Content sich nicht darum dreht, dass ich schwarz bin und immer nur über die Missstände darüber quatsche, wie es ist, schwarz zu sein in einer primär dominanten weißen Branche. Das erwarten halt aber alle irgendwie so, ne? Dass man da irgendwie so krass drauf aufmerksam macht, so, ne? Ja, aber ich möchte nicht, das Ding ist, ich möchte nicht bemitleidet werden. Ja. Ich möchte nicht, also ich weiß, dass es schwer ist, als schwarzer Creator gerade in der deutschen Bubble überhaupt Deals zu bekommen oder auf bestimmte Events gebucht zu werden. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich mittlerweile diese Brücke gebrochen habe. Ja. Weil das war nicht immer so. Aber es sind noch viele andere Creator, die das nicht hinbekommen. Ja, ja, und ich habe schon Sachen gehört bekommen, wie dass ich weiß rede. Weil du einfach eine gute deutsche Aussprache hast. Ich drücke mich halt einfach so aus, wie ich es für richtig halte. Wie du es gelernt hast einfach. Also ist ja. Ich kann aber natürlich auch switchen. Ich komme aus NRW, ich kann jederzeit switchen. Ich denke einfach nur, dass es einen Ort und eine Zeit gibt, wann du wo redest. Ich meine, du redest mit deinen Freunden in deinem Freundeskreis wahrscheinlich nochmal anders als jetzt beispielsweise im Internet. Und ich bin ja irgendwo auch schon meine eigene Brand. Ja. Und ich möchte nicht durch irgendwelche Obszönitäten auffallen oder irgendwie durch eine Street-Lingo. Ich meine, ich habe nie irgendwie die Vibes gegeben, dass ich Straße bin oder Hood bin oder sonst was. Es ist meistens, dass Leute davon ausgehen, wegen meiner Appearance. Ich habe jetzt auch noch Tattoos, Piercings, all das. Ich liebe Hip-Hop, ja klar. Ja. Aber mein Content hat an sich primär ja gar nichts mit Hip-Hop zu tun. Nee. Aber Leute versuchen mich halt meistens, und das schon seit Tag 1, immer in irgendeine Box reinzupacken. Du bist der Gangster von so, weißt du, ich meine, du bist der Gangster und du kannst nur das und du gehörst dahin. So. Und ich habe mich halt nie in diese Box halt reinpacken lassen. Ich denke, ich bin jemand, der sehr viele Interessen hat und eigentlich gar nicht sagen kann, was für eine Art Creator ich bin. Ja. Ich könnte sagen, ich bin Lifestyle-Content-Creator, ich könnte sagen, ich bin Serien- und Film-Creator, ich könnte Anime-Creator sagen. Ich könnte aber auch sagen, dass ich einfach nur FaceTime-Content mache und einfach nur yappe. Ja. Und ich finde halt auch einfach, dass Leute immer gerne alles labeln und mich kriegen die irgendwie nicht wirklich zugeordnet. Und das ist auch ein bisschen ein Problem mit Brands, deswegen wissen die ja auch gar nicht, was die mit mir anfangen sollen. Und ich habe bemerkt, Videos, wo ich einfach nur yappe oder über mich selber rede, die kommen weitaus besser an, als wenn ich jetzt über Serien und Anime rede. Und gleichzeitig. Du machst jetzt aber gerade so Serien-Content, weil du dich da so ein bisschen spezialisieren drin möchtest? Oder also wie kam das? Weil du warst ja schon immer so jemand, der Comedy gemacht hat. Und jetzt machst du hast so auch so in der Bio CEO of H war es ja immer. Du hast ja immer so am Ende des Videos so, gemacht. Und jetzt bist du so auf Binge umgestiegen. Was war so der Switch, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt komplett auf Serien, Filme und sowas? Kann ja sagen, was das war auch ein Thema, worüber wir reden wollten. Der Grund war 2023 und zwar 2023 habe ich Ende des Jahres eine Diagnose bekommen, die natürlich alles geändert hat. Ja. Und zwar wurde ich mit Multipler Sklerose diagnostiziert und war dann dadurch temporär gelähmt und habe dann auch mein Augenlicht verloren. Kannst du einmal ganz kurz, also ich weiß, dass es natürlich sehr facettenreich ist, aber kannst du einmal so ganz kurz runterrattern, was da alles stattfinden kann? Weil es ist ja nicht nur das Augenlicht, es kann ja super viel passieren, was da vorkommt, was man für Einschränkungen hat. Was genau ist MS? MS ist eine unheilbare Nervenkrankheit, quasi deine gesunden Nerven, also dein Körper zerstört sich quasi selbst und kann, denke ich mal so, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Stell dir mal vor, deine gesunden Nerven werden von deinen Abwehrkräften, also eigentlich die dafür sorgen, dass dein Körper beschützt wird, angegriffen. Und die zerstören diese Nerven. Ja, du zerstörst dich also quasi von innen selber. Ja, genau. Okay. Und das ist halt, das Problem ist bei dieser Krankheit, dass es die Krankheit mit 1000 Gesichtern genannt wird und das sich bei jedem anderen ausdrückt. Ja. Also manche Leute haben beispielsweise, also die Symptome sind für MS sind meistens immer gleich. Man spürt so ein Kribbeln im Bein oder ein Taubheitsgefühl, man sieht Doppelbilder. Das ist, denke ich mal, so mehr in common.
Das haben sehr viele Leute gehabt. Bei mir waren es Doppelbilder, auch ein Taubheitsgefühl in den Beinen und eine extreme Lichtempfindlichkeit. Ja, also konntest nichts mehr sehen. Sobald ich ins Licht geguckt habe, war es so, als würdest du mir Säure in die Augen gucken. Okay. Und ich musste meine Augen dann mit einer Sonnenbrille schützen, die wirklich sogar links außen hier alles verdeckt hat. Sonst habe ich nichts gesehen. Es wurde aber bei mir zu spät erkannt, dass es sich nicht nur um MS, sondern bei mir auch im linken Auge um eine fortschreitende Auflösung der Netzhaut hier ging. Und man hat das gerettet, was man retten konnte. Man hat mir aber auch gesagt, dass ich irgendwann im hohen Alter die Wahrscheinlichkeit sehr hoch liegt, dass ich ganz erblinde. Ja. Und das hat mein ganzes Bild halt irgendwo auch geändert. Ich habe dann auch einfach gedacht, da sitzt du da wirklich so im Dunkeln, wenn du da wirklich wochenlang nichts siehst und nur alles hörst. Ja. Da lag ich da zum ersten Mal im Krankenhausbett und habe wirklich dann wieder angefangen zu beten und habe wirklich gesagt so wirklich, bitte Gott, wenn du mir mein Augenlicht wieder schenkst und ich wieder laufen kann, dann werde ich auf jeden Fall mein Leben ändern und einen ganz anderen Approach haben. Und so habe ich halt dann auch wieder, glaube ich, zum Glauben gefunden. Es hat auch dann ging auch nicht direkt bergab. Ich hatte auch sehr viele mentale Probleme, weil in der Zeit, wo ich keinen Content gemacht habe und im Krankenhaus war, stiegen halt einfach diese ganzen Krankenhausrechnungen. Ja. Und ich hatte dann auch mit meiner mentalen Gesundheit zu kämpfen. Ich hatte sehr schlimme Depressionen. Ich wollte mir tatsächlich sogar was antun. Mehrere Male hatte ich versucht, mir was anzutun, und das hätte ich nicht den Kreis gehabt, den ich heute hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mal hier sitzen. Okay. Und dann habe ich mir meine alten Videos angesehen, dieser lustige Comedian und all das. Plötzlich war ich das nicht mehr. Ne? Ich konnte das nicht mehr. Jetzt kann ich es wieder, aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich so. Fühlt man das auch einfach nicht. Ich fühle das gerade nicht, weil ich denke mir so, ich kann jetzt gerade nicht den Lustigen machen, weil ich habe immer den Lustigen für meine Freunde und für meine Follower gemacht. Aber das erste Mal wollte ich ihnen auch mal sagen, Digga, mir geht's schlecht. Ja. Mir geht's wirklich schlecht, mir geht's hundeelend. Ich weiß nicht mehr, was mit mir ist. Ich habe ständig Panikattacken, Angstzustände und habe sogar eine soziale Phobie entwickelt. Ich konnte plötzlich nicht mehr rausgehen. Agoraphobie, richtig? Ja, und dann stell mal vor, du machst jetzt Social Media. Ja, du musst draußen unterwegs sein halt, ne? Ja, und Leute sehen dich und wollen ein Foto machen und du willst am liebsten einfach nur abhauen und wieder nach Hause. Und gleichzeitig fühlst du dich halt schlecht, weil du diesen Leuten überhaupt zu verdanken hast, dass du da bist, wo du bist. Ja. Und du willst natürlich nicht undankbar rüberkommen, deswegen nimmst du dir halt auch einfach dafür die Zeit. Und das war halt eine Zeit. Und dieses Umfunktionieren, dieses Neuerfinden kam halt tatsächlich durch einen meiner besten Freunde, Noah. Der hat ja dann irgendwann Film- und Serien-Content für sich entdeckt, weil dann irgendwie Anime komplett out war. Also die Peak von der Anime-Zeit war, wo wir das gemacht haben, und dann sind auf einmal 100 andere Anime-Creator gespawnt. Und ich habe ja gesagt, ich bin retired, ich mache keinen Anime-Content mehr. Und dachte mir so, ey geil, jetzt kann ich auch mal über Serien reden, weil ich bin ja auch generell jemand, der Fiktion liebt. Ich liebe Filme, ich liebe Serien, weil das irgendwie damals zu der Zeit eine Flucht war vor der Realität. Ja. So, mein Leben war so furchtbar, dass ich mir manchmal Serien angesehen habe und Bücher und Novels gelesen habe, die mich ein bisschen besser fühlen gelassen haben. Man sagt ja immer, man guckt Filme oder Serien oder lebt quasi da in einer Welt, die man selbst für sich nicht so gestalten kann. So, deswegen sind ja Leute so sehr krass into Filme und so. Also ich kenne das von mir auch. Wenn ich mich schlecht fühle, gucke ich mir Filme an, wo ich mir so denke, so, das wäre jetzt schön, wenn das so ist. Oder nicht mal, ich denke das nicht mal, sondern ich fühle mich dann in dem Moment so, als wäre ich so in diesem Film drin, weißt du? Ja, genau, und das war das Ding. Und durch ihn bin ich dann halt auch in so ein cooles Programm gekommen, womit du halt auch Geld verdienen kannst anhand der Videos, die du halt machst. Also es ist jetzt wirklich so ein richtiges geiles Programm von TikTok, dass du für Film- und Serien-Content, dass da bestimmte Creator gebucht werden und eine monatliche Vergütung haben. Geil. Unmittelbar davon, wie deine Videos mit den Views performen. Ah, geil. Okay. Und das ist halt sehr ein sehr nice. geiles Ding. Du musst eine bestimmte Anzahl an Videos machen und dann wirst du jeden Monat davon vergütet. Und das ist das erste Mal wirklich seit Jahren, dass ich halt auch von meinen Videos leben kann. Festes Einkommen halt jetzt auch mal hast, ne? Das ist jetzt quasi mein festes Einkommen, das ist jetzt quasi mein monatlicher Hustle. Ja. Ich rede über Serien und ich krieg Geld dafür. Und dann denke ich mir halt so, boah,
hätte das schon damals gegeben. So viel Struggle, den ich damals gehabt hätte, hätte ich heute gar nicht mehr. Das war ja irgendwie immer dein Leben, dass du Filme und Serien geguckt hast, so, ne? Ja, ich habe ja vorher nichts anderes gemacht, aber das Programm wurde ja erst jetzt ins Leben gerufen. Okay. Finde ich schade. Früher hätte ich richtig krass davon profitieren können, aber ich bin froh, dass es jetzt überhaupt so ist und dass ich da das machen kann und dieses Haar und dieses Lustige. Ich denke, irgendwo steckt das noch in mir. Das wird auch mit Sicherheit irgendwann immer mal wieder so zwischendurch kommen, so, aber jeder macht ja so seine Reise und Journey und das ist ja auch realistisch. Das ist ja auch das, was die Leute Low-key so ein bisschen mitbekommen wollen, dass sie einfach so den Ernst des Lebens auch mal zwischendurch greifen können. Ja, nicht jedem gefällt das. Nee, also nicht jedem gefällt das, weil Leute mich halt immer als den lustigen Clown kennen, der aufgedrehte Blast und all das, aber ich denke mir so, als ich die Videos angefangen habe, war ich 26. Ja, du bist jetzt auch jetzt mittlerweile ein alter Hase, ne? Ich bin jetzt bald 33 und ich spüre mein Alter. Ich merke halt einfach, wie müde ich von sehr vielen Sachen bin und wie wenig Bock ich auf bestimmte Sachen habe. Okay. Was würdest du sagen, also auch so hinblickend, ne? Ich weiß nicht, wir haben dir das ja schon erzählt, es gibt so zum Podcast gibt's immer so einen kleinen Frame, nämlich den Up-Moment, wo es quasi darum geht, so ich habe mich etwas getraut, um aus der Komfortzone rauszukommen. Ich habe einen Pickup gebissen und habe endlich wieder so die Energie. Ich glaube, ich fände es ganz schön, das Ganze bei dir so ein bisschen zu kombinieren, wie du es geschafft hast, so also du wirkst auf mich jetzt sehr lebendig und du bist sehr so, ne, ich denke, du hast auch wahrscheinlich häufig eine Rolle, die du einnimmst, dass du einfach niemandem irgendwie so diese Last aufgeben möchtest so oder aufdringen möchtest. Aber was war so bei dir so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt wieder so die Kraft, trotz der ganzen Vergangenheit, da ist ja jetzt, ne, haben wir jetzt durch die Folge gemerkt, super viel bei dir schon passiert, so Rückschläge und Geschichten, die einfach auch das Leben nicht so einfach machen. Was hat dir so am krassesten aus dieser MS-Diagnose, dass du da so rausgekommen bist aus diesem Loch? Was hilft dir da am meisten? So, vielleicht sind ja jetzt gerade Leute, die das auch sich anhören, sich denken, okay, das Leben ist nicht vorbei, so, ich würde voll gerne raus, aber ich brauche sowas, wo ich so meinen Up-Moment habe, genau. Also okay, also mein Up-Moment war halt wirklich der Tag, an dem ich wieder zum Glauben gefunden habe, weil das irgendwie etwas war, was ich auch, glaube ich, gebraucht habe, wonach ich mich immer gesehnt habe. Ich bin ja quasi in der Kirche aufgewachsen und dann wieder in die Kirche zu gehen und in diesem Environment zu sein, das hat mir wirklich gut getan und wieder mir mehr Zuversicht auf das Leben gegeben, weil ich war an einem sehr dunklen Ort in meinem Leben und dort hat mir halt mein Glaube Halt gegeben und es hat für den Moment halt einfach Sinn gemacht. Ja. Ich glaube, viele Menschen brauchen einfach etwas, woran sie festhalten können. Ja, check ich komplett. Ne? Ich sag nicht, man muss unbedingt gläubig sein, aber man muss irgendwie vielleicht an eine höhere Macht glauben. Es muss nicht unbedingt Gott sein, es kann irgendwas sein. Irgendwas, was die Hoffnung einfach schenkt. Genau, irgendwie so, damit man irgendwie optimistischer in die Zukunft sehen kann. Und das kam für mich zum richtigen Zeitpunkt und das hat mir sozusagen das Leben gerettet damals. Und du musst dir halt vorstellen, ich kam ja quasi, mir wurde ja quasi die Bibel und das Religiöse in die Du hattest das ja immer irgendwie in der Vergangenheit da, ne? Genau, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, der jetzt auch Pastor ist. Also es war ja immer für mich ja schon quasi so geebnet, dass Leute schon gesagt haben, dass ich eines Tages in die Fußstapfen meines Vaters trete und selber predige, weil ich so gut erzählen kann und die meinten, du preachst und all das. Aber das war für mich persönlich nie ein Weg, wo ich mich gesehen habe. Aber Loki machst du es ja modern irgendwie, ne? Also du gibst den Leuten ja schon was mit irgendwie, oder? Ich versuche den Leuten was mitzugeben, aber ich würde mich jetzt nicht als der Preacher oder sonst was, weil dafür bin ich zu vulgär. Ja. Ich glaube, in meiner Familie bin ich so, glaube ich, der Rebell. Ich bin der Einzige, der tätowiert ist, der so noch unverheiratet und so wild unterwegs war die letzten Jahre. Ich sehe mich nicht in dieser Rolle und das Problem ist halt auch, ich würde sagen, ich bin gläubig, aber nicht religiös, weil es auch sehr viele Sachen gibt. Ist ein krasser Unterschied. Ein sehr krasser Unterschied. Ist ein anderes Thema, müssen wir jetzt nicht hier aufmachen, so, nee, aber nee, ich weiß genau, was du meinst. Du verstehst, was ich meine. Komplett. Das ist halt das Ding. Viele Leute würden sagen, ich bin nicht mal christlich, weil ich Leute nicht judge anhand der sexuellen Orientierung oder anderen Sachen und das sind so Sachen, wo ich mich ganz klar distanziere und ich fühle das gar nicht und ich ecke wahrscheinlich auch damit bei diesen ganzen Fundamentalisten halt extrem an, indem ich halt sage, ich bin nicht unapologetic Christian, ich bin Christ, aber der trotzdem bestimmte Dinge hinterfragt und das wird sich auch bei mir niemals ändern.
Und das gefällt dem einen nicht, aber das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, weil ich meine eigene Beziehung zu Gott habe und ein Gott, der barmherzig ist, ein Gott, der wirklich sagt, dass sie hier draußen Gutes tun sollen, der würde das, glaube ich, nicht so feiern, wenn man in irgendwelche Kommentare quasi transfeindliche oder homophobe Sachen schreibt. Also an so einen Gott will ich nicht glauben. Wenn das bedeutet, Christian zu sein, dann lege ich heute das Kreuz ab und mache das nicht mehr. Sehr, sehr schön. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Ja. Wenn du jetzt so, ich glaube, bei dir ist so das Thema, was so Liebe, Frauen und sowas angeht, glaube ich, echt immer so ein bisschen spezifisch gewesen. Wenn du jetzt so deinem 23-jährigen Ich irgendwie so in 3 Sätzen diese ganze Thematik mit Liebe so erklären würdest, was du heute alles gelernt hast, was würdest du, wenn du so einen Brief schicken könntest, was würdest du dem schicken? Boah, das habe ich. Das ist eine fiese und schwierige Frage. Ich hätte tatsächlich keine. Ich glaube immer noch, ich bin immer noch auf der Suche. Ich weiß noch gar nicht, was Liebe ist. Ich habe noch gar keine wirkliche Idee, was Liebe sein kann, weil ich meine Liebe war immer sehr unterwürfig. Ich habe mich meinen Partnern immer unterworfen und habe versucht, denen quasi die Sterne vom Himmel zu holen, ohne dass ich irgendwas im Gegenzug erwarte. Und ich denke auch mit 32 immer noch nicht wirklich angekommen zu sein und so wirklich zu verstehen, wie es ist, jemanden zu lieben und was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob Liebe nur Opferungsbereitschaft bedeutet oder was auch immer. Ich bin noch total lost, was das angeht und das ist halt leider irgendwie traurig. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwas sagen, wo ich sage, ja Mann, das ist Liebe. Okay. Aber noch nicht. Vielleicht beim nächsten Podcast. Ja, no. Ja. Vielleicht habe ich irgendwann eine richtige Antwort dazu. Aber würdest du denn dennoch sagen, dass du so in den letzten Jahren doch schon so Erfahrungen sammeln konntest, die dir so ein bisschen mehr Sicherheit geben? Ja, oder würdest du einfach wirklich straight out sagen, ich bin komplett lost und habe noch gar keinen Peil davon? Es gab Momente und es gab Frauen in meinem Leben, die wirklich, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass das Liebe war, aber die Umstände haben es damals nicht erlaubt, dass daraus mehr wurde. Und das finde ich natürlich im Nachhinein schade, aber es gibt immer einen bestimmten Grund, warum. Krass. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste, was das angeht und dass du irgendwann das Glück haben wirst, Liebe zu finden und ich sag dir, wenn du es einmal hattest, dann spürst du das im ganzen Körper und dann wirst du es ganz genau wissen und ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Ja, ich bin schon alt. Aber du gehst ja scheinbar dennoch relativ cool damit um, deswegen. Natürlich, ein bisschen Humor muss man haben. Wir gehen auf ein Doppeldate, wenn ich es hingekriegt habe. Ja? Machen wir. Ist ein Deal? Ist ein Deal, komm. Geil. Geil. Ey, dann, keine Ahnung, wenn du noch irgendwas hast, was du der Community gerne sagen möchtest. Wir haben jetzt actually 92 Minuten geredet miteinander. Es war ein wirklich wundervolles Gespräch. Ich habe nochmal sehr viel über dich kennenlernen dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit sehr viel Humor und trotzdem sehr viel Tiefe. Danke, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. The stage is yours, falls du noch irgendwas sagen möchtest. Lasst euch Zeit beim ersten Mal. Es ist nicht weird, mit 20, 19 oder 18 immer noch Jungfrau zu sein. So von mir aus auch sogar mit 22. Lasst euch dann nicht von irgendwelchen Leuten was anreden, dass ihr weird seid, wenn ihr es noch nicht hattet. Habt es lieber mit der richtigen Person und bringt es nicht schnell hinter euch. Das wollte ich euch mit auf den Weg geben. Ich fand das sehr schön, was Bless gerade gesagt hat und nehmt euch das auf jeden Fall zu Herzen. Wenn meine kleine Schwester dieses Video sieht, das gilt auch für dich. Die wird jetzt bald 15, deswegen. Nimm dir das zu Herzen, was er gerade gesagt hat. Mein Papa würde dir das auch sagen. Oh ne? Nur damit das einmal klar ist. Oh Gott, ich will damit eigentlich gar nicht so assoziiert werden. Du hast das sehr schön gesagt. Danke. Es war eine wundervolle Folge, Bless. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Und Leute, ihr könnt gespannt darauf sein. Wir haben schon die nächsten Gäste auf jeden Fall ready, die hier in den nächsten Wochen genau in diesem Sitz sitzen werden. Wenn ihr noch irgendwelche speziellen Fragen habt, die unbedingt beantwortet werden sollen zu der Thematik, zu allen Themen, die wir jetzt mit Bless besprochen haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir sie in der nächsten Folge, in der übernächsten Folge dann einblenden werden. Und ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Es freut mich.
Habt noch einen schönen Frühlingsbeginn. Ich glaube, wenn das jetzt hier rauskommt, dann ist auch wirklich mal so richtig der Frühling angekommen. Sagt auf jeden Fall Laura im Hintergrund. Und ja, Dankeschön. Haut rein. Peace out. Kannst du es auch machen? Ich hätte eher den hier gemacht. Dann mach das.